Eine unvergessliche Reise. Ja, das war sie, die erste Reise mit dieser Afrika-Twin. Und das Ganze on- sowie Offroad, einige Teile davon sind ja hier schon auf dem Kanal online. Ich habe euch jetzt einfach alles, den Hinweg, den Rückweg, den kennt ihr nämlich noch nicht. Da sind noch einige, bisschen alberne Teile drin. Ich weiß, einige von euch mögen es, wenn ich sowas drin lasse, deswegen habe ich es jetzt mal gelassen. Das alles, genau, ist jetzt hier chronologisch hintereinander eingespielt und somit könnt ihr euch inspirieren lassen. Spielfilmlänge, also für alle, die Bock auf so einen Motorradreise, Filmabend haben. Mich interessiert natürlich, wie euch das hier gefällt. Also lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da und natürlich liken nicht vergessen und das Abonnieren. Das Ganze ist kostenlos und so verpasst ihr keine weiteren Videos oder Filme wie diese von diesem Kanal. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und vielleicht fahrt ihr das Ganze ja mal nach. Gestartet sind wir am 1. Mai bei herrlichen 30 Grad, blauem Himmel und Sonnenschein. Erstmal legen wir 500 Kilometer von Münster nach Erlangen zurück, wo diese verträumte Kirche und das neuwertige Industriegebiet mit hohem Vorkommen an Siemens-Gebäuden auffallen. Autobahnidylle am frühen Morgen. Ich bin hier gerade dabei, die Afrika-Twin zu bepacken und die Transalp. Und eine Sache, die wahrscheinlich super viele so erleben, aber keiner drüber redet, ist ein schmerzender Hintern. Dieses am Stück von morgens bis abends auf dem Bike sitzen, da muss sich der Arsch doch erstmal wieder dran gewöhnen, oder? Sonnenreuth, in die Richtung geht's jetzt. Hier, ca. 30 Kilometer südwestlich von Rosenheim, frohlocken die Gipfel der Alpen und schenken uns auf den Motorrädern an diesem sonnigen Morgen einen super schönen Ausblick. Den wollen wir auch im Stillstand genießen und legen kurzerhand eine Kaffeepause ein. Bayerns Natur gibt ihr Bestes, um uns den Reisestart in Deutschland zu versüßen. Wow! Einige Kilometer weiter am Walchsee warten dann kleine Tiere darauf, uns zu entzücken. Kleine, feine Stichlicker. Boah, das ist ja toll zum Baden hier. Weiter über den Ort Kössen fließen wir im Flow mit dem Wasser Richtung Österreich. Der Blick reicht weit in die schneebedeckten Berggipfel, die vom vergangenen Winter erzählen. So, mittlerweile angekommen hier in Österreich. Kleiner Stopp am Flussrand. Und mittlerweile hat sich das Popometer tatsächlich etwas beruhigt nach dem zweiten Tag auf dem Motorrad in Folge. Ich habe gerade, als wir nach Österreich reingefahren sind, so einen Laden gesehen, wo es ultra viele Schafsfelle zu kaufen gab. Da habe ich noch gedacht, vielleicht hätte das auch geholfen, wenn ich das auf meiner Sitzbank noch hätte. So ein Schafsfell ist ja immer super gut. Ansonsten zwischendurch mal aufstehen und ein bisschen im Stehen fahren, das hilft auch sehr. Ja, voll. Total cool. Wo sieht man das? Ja. Sie sagt, wo sieht man das? Wo sieht man das schon? Ja, hier in Österreich. Boah, das ist so geil, hier so in den Tag zu starten, hier mitten durch die österreichischen Pässe im Nationalpark. Das sieht einfach so geil aus hier. Das ist unfassbar, unfassbar schön, wie dieses Land hier ist. Echt, mega. Im Wintersportort Obertauern in Salzburg wird es kurz frisch. Denn die 1740 Höhenmeter, auf denen wir uns hier befinden, lassen den Schnee noch nicht schmelzen. Wir nächtigen direkt am Biosphärenpark Nockberge in Mauterndorf, wo wir uns bei einem Abendspaziergang die Beine vertreten. Hier sind wir am Katschberg in Österreich und es ist einfach so wunderschön hier durchzufahren. Dieses Land so nah bei uns und ja, so schön. Auch schon in Deutschland, die letzten Kilometer, wo man schon den Blick auf die Alpen hat. Es ist ein Träumchen. Gerade für uns Münsterländer ist das einfach eine ganz andere Welt und sofort das Gefühl von
weit, weit weg sein. Ja, das ist wirklich verrückt. Nicht mal 1000 Kilometer von zu Hause weg sieht die Welt schon so anders und unbekannt aus, dass sich die Faszination beim Betrachten des Neuen sofort einstellt. Noch weiter weg vom Münsterland als Österreich liegt Slowenien. Das erreichen wir am 3. Tag der Reise über den Wurzenpass, wo dieser Panzer kaum jemanden vorbeilässt, der nicht ein Foto mit ihm gemacht hat. Dieses türkis angehauchte, glasklare Wasser des Flusses Sava Dolinka fließt durch den Ort Kranjska Gora, der mich schon auf meiner Solo-Balkanreise 2022 fesselte. Damals war ich zum ersten Mal in Slowenien und schwor mir, eines Tages wieder herzukommen. Und tada! 3 Jahre später ist es endlich soweit. Kranjska Gora, was übersetzt Krainer Berg heißt, ist an diesem Vormittag gut besucht. Immerhin ist hier für Biker Free Parking, ja. Der alpine Ferienort zieht im Frühjahr vor allem Wanderer an, die wegen der Gletscherseen und Berge des Triglav-Nationalparks hier sind. Direkt im Anschluss folgt ein Gebirgspass, der mit 1611 Metern der höchste östliche Straßenpass in den Julischen Alpen ist. Der Virčić-Pass. Er ist einfach wirklich ein wunderschöner Pass, den man mit Genuss befahren kann. Viele Biker zieht er an, wie man hier auch sieht. Ja, ich finde, das ist wirklich richtig traumhaft hier. Das ist so ein bisschen verzaubert, sieht das alles so aus. So irgendwie so ein ganz süßer Pass. Also jetzt gar nicht so das Motorrad-Action-Ding, sondern einfach was zum Genießen und zum entspannt durchfahren und die tolle Natur hier bewundern. Das sieht nämlich echt hier richtig schön aus. Im Hintergrund die Bergkulisse da. Das ist schon echt sehr geil hier. Ja, total. Das kann man sich auf jeden Fall auf den Plan schreiben, wenn man durch Slowenien durchfahren oder auch hier eine Zeit verweilen will. Verweilen wollen wir auch und legen kurzerhand eine Mittagspause ein. Diese Hochgebirgsstraße von Kranjska Gora über Virčić hat 50 Serpentinen. Sie wurde während des Ersten Weltkriegs von Kriegsgefangenen, hauptsächlich Russen, gebaut. Eine russische Kapelle oberhalb der Straße erinnert an diese Zeit. Na, schon am Reisepläne schmieden? Aber Achtung bei der Planung, der Pass kann während eines Teils des Jahres wegen Schnee geschlossen sein. Nach dem Pass führt die Straße für einige wunderschöne Kilometer entlang der Soča. Hier ist Raften eine sehr beliebte Aktivität. Campingplätze mit Touristen, die dafür hier sind, tümmeln sich zahlreich im Verlauf der Straße. Wir finden mit etwas Glück einen, der abgelegen und sehr ruhig ist. Da der Besitzer möchte, dass dies auch so bleibt, wird der Name in diesem Video nicht genannt. Okay, ich glaube, wir besuchen gerade den Campingplatz von der Rückseite aus. Google Maps sagt, das ist ein Weg. Dann wollen wir mal schauen, wie gut wir hier ankommen. Schön hier in Slowenien, mal ein bisschen ab in die Natur. Hey! So, wir sind hier an einem wunderschönen Campingplatz in Slowenien angekommen. Und das Erste, was hier gemacht wird, ist uns was zu trinken angeboten. Also wir sollen erstmal die Motorräder abstellen und dann gibt es jetzt erstmal ein Glas Bier. Hier, wow. Oh, Sweets auch noch. Wollen wir mal anstoßen? Ja. Auf diesem liebevoll gestalteten Platz fühle nicht nur ich mich wohl, sondern auch diverse Zweiräder. XT450 and Kawasaki. And for the luxury, I have this one. Quad. Oh, okay. Wow. Nice. Das Zelt bauen wir direkt am Wasser auf. Was für eine Idylle inmitten der Natur. Wir haben hier gerade echt so ein kleines Paradies gefunden.
Und die Leute vom Campingplatz haben gesagt, dass ab Mitte Juni hier so richtig viel los ist. Das heißt, hier Anfang Mai kann man die Ruhe noch richtig genießen. Und vor allem, was ich sehr angenehm finde, ist, dass es hier kaum Insekten gibt. Also das, was hier so rumfliegt, das sticht nicht. Und deswegen ist es echt cool, hier auch leicht bekleidet rumzulaufen. Ein paar Schritte zu Fuß vom Zelt entfernt gelangen wir zur Socha. Die Magie der Blau- und Grünschattierungen des Flusses ist simpel erklärt. An feinen Kalkpartikelchen wird kurzzeitig Strahlung gestreut und ergibt die blaue Farbe. Die grünen Anteile stammen von Grünalgen, also mikroskopisch kleinen Flusslebewesen. Naja, ich glaube trotzdem daran, dass dieses Wasser etwas Magisches hat. Zünftiges Abendessen heute: Lachsfilet aus der Dose mit Aussicht auf den Bach. Tag 4 auf unserer Motorradreise. Heute geht es von Slowenien rüber nach Kroatien. Und heute merke ich richtig, wie leicht mir das fällt, auf dem Motorrad zu sitzen. Es ist, als wenn man mit jedem Tag, den man reist, immer mehr mit seinem Motorrad verwächst und ja, sich daran gewöhnt, drauf zu sitzen, morgens aufzustehen, alle Sachen zu packen und dann bereit zu sein, um ja, nicht zu wissen, wo man am Abend landet, aber unterwegs einfach genau zu wissen, dass das da, wo man ist, genau richtig ist und wunderschön. Und genau mit dieser Laune habe ich diesen Tag auch verbracht und es einfach total genossen, durch das grüne, wunderschöne Slowenien zu fahren. Heute Morgen haben wir noch unser Zelt in Slowenien abgebaut und sind jetzt gegen Mittag schon in Kroatien. Reingefahren nach Kroatien sind wir über Rijeka und von dort aus geht es jetzt am Meer entlang zu einem Campingplatz, den ich bereits kenne und in richtig gute Erinnerungen habe. Wir haben wettertechnisch gerade richtig Glück. Es sollte eigentlich regnen, aber davon keine Spur und ich hoffe, das bleibt so. Da ist einfach so ein richtig fettes Rohr. Es geht einfach in den Meerespart hier rein, kommt hier auf der anderen Seite wieder raus. So ein Tunnel durch den Hafen durch. Falls jemand von euch weiß, warum dieser Tunnel hier gebaut wurde, teilt euer Wissen gerne in den Kommentaren. Während Julian Spannendes im Hafen entdeckt, übe ich mich im Klettern. Schöner Ausflug in der Botanik, ne? Zum Pinkeln, man kennt es. So, erstes Mal tanken hier in Kroatien. Als ich das letzte Mal in Kroatien war, da war hier noch eine andere Währung. Ich meine, es wäre Kuna gewesen. Mittlerweile kann man hier auch in Euro bezahlen. In allen Ländern dieser Reise geht das Zahlen in Euro mit Bargeld problemlos. Nur Kreditkartenzahlung ist an manchen Orten nicht möglich. No. Wie zum Beispiel in kleinen Läden oder abgelegenen Tankstellen in Ländern wie Albanien oder Nordmazedonien. Da am besten immer vorher nachfragen oder genügend Bargeld dabei haben. Auf dieser Straße entlang der Küste treffen wir auf viele Motorradfahrer. Die sehen wir allerdings hauptsächlich von hinten, denn die meisten von denen überholen uns. Was soll's? Ich genieße halt gern die Fahrt am Meer in einem Tempo, wo man viel von der Landschaft sehen kann. In der Landschaft Kroatiens finden sich auch viele Ruinen, teils Überbleibsel aus dem Kroatienkrieg, der hier 1991 bis 1995 für Zerstörung gesorgt hat. Zum Glück ist das Vergangenheit und Kroatien heute ein sicheres und eindrucksvolles Reiseland. Es gehört übrigens zu den 30 wasserreichsten Staaten der Welt und beinhaltet insgesamt 1246 Inseln, von denen 47 dauerhaft bewohnt sind. Die beiden größten davon, Cres und Krk, kenne ich bereits und kann sie euch wärmstens empfehlen. Kleiner Snack am Straßenrand, Thunfischsalat. Ich zeige euch mal die Aussicht hier, guck mal mit.
Zielsicher steuern wir das Camp Sibuljina an, was Wiedersehensfreude bei mir auslöst. Dort stehen die Motorräder und das Zelt ist auch schon wieder aufgebaut. Das ist jetzt hier also der Ausblick, den Julian gerade schon genießt, aufs Meer vom Zelt aus. Ja, das ist genau der Platz, den ich eben vor 3 Jahren schon mal besucht habe, wo ich hier gesessen habe mit den 2 Slowenen aus Maribor, mit denen ich zusammen Wein aus Maribor getrunken habe. Und jetzt sind wir hier und es ist einfach total schön, irgendwie so in der Welt zu Hause zu sein und so seine Plätze zu haben, an denen man schon mal war und wo man einfach weiß, es ist total schön da und da kann man immer wieder hin. Das ist ein kleines Paradies. Und genauso ist das hier. Und weil wir jetzt hier gleich unsere berühmt-berüchtigte China-Suppe essen wollen, haben wir uns gefragt, ob das Leitungswasser hier in Slowenien eigentlich trinkbar ist. Nee, wir sind ja in Kroatien. In Kroatien überhaupt trinkbar ist. Und ja, das Leitungswasser kann man hier ohne Bedenken trinken. Das wird sehr gut geprüft. Das ist sogar sehr gutes Wasser zum Trinken, genauso wie in Slowenien. Also Leute, da bleibt uns das erspart, was ich in Marokko erlebt habe. Ne? Immer schön in solchen Ländern das Wasser chloren. Aber hier muss das nicht sein. Ab in eine Suppe damit. Wo gestern Abend keine Welle zu hören war und das Wasser glatt wie eine Wand zu sein schien, schäumt es am Morgen darauf wild vor sich hin. Schlagartig bekommt das mediterrane Campingerlebnis einen weniger paradiesischen Touch. Also das nasse Zelt eingepackt und weiter Richtung Bosnien. Nachdem uns die Route gestern vorrangig an der Küste entlang geführt hatte, verabschieden wir uns nun erstmal vom Meer und fahren ins Landesinnere. Es garantiert viel Grün und Weite, die ab und zu durch schroffe Felsen begrenzt wird. Trotz dicker Wolken am Himmel, die Straße bleibt trocken. Da sind wir dem Regen doch glatt davongefahren. Und meinen ersten Fuchs habe ich hier sogar auch gesehen. Über der Stadt Obrovac in Norddalmatien sind die Ruinen einer alten Festung erhalten geblieben. Auf ihnen weht die Landesflagge. Da lohnt es sich, einen Augenblick stillzustehen. Aber Obacht, Schnecke! Ehe wir es uns versehen, sind wir im Nationalpark Krka, wo der Brljansko-See ein spektakuläres Bild abgibt. Die Hauptattraktionen im Nationalpark sind die 7 großen Wasserfälle. Der Briljan-Wasserfall, der hier bei Hochwasser der Krka besonders tosend fließt, ist einer davon. Also auch hier durch das Inland von Kroatien zu fahren, lohnt sich absolut und ich freue mich, dass wir da so ein bisschen Variation drin haben. Von gestern an der Küste entlang bei blauem Himmel und richtig schön Sonne und heute hier klart sich's auch so ein bisschen auf, da kann man das auch wirklich genießen. Hier dieses fette Grün, was einem da von überall her entgegenscheint. Das ist also wirklich wahnsinnig schön hier. Und dann sowas plötzlich am Straßenrand, einfach so völlig unverhofft, ungeplant. Und da lohnt es sich dann mal an die Seite zu fahren und eine kurze Pause zu machen. Die Nacht verbringen wir in einem Hotel in der Stadt Semir, 35 Kilometer von Split entfernt. Blub. Heute verlassen wir Kroatien und machen uns auf den Weg durch Bosnien bis nach Montenegro. Und wir sind nicht die Einzigen, die sich an diesem Morgen auf den Weg machen. Das sieht sehr nach Spaß aus. Er ist auch schon ordentlich schmutzig, ey. Nice, nice, nice. Eine Brücke mit glattem Asphalt. Eine Baustelle mit löchriger Straße und ein Ausblick später heißt es: So, da sind wir an der Grenze von Kroatien nach Bosnien auf der kroatischen Seite. Mal schauen, wie das jetzt hier abläuft. Dobar den. Komm schon. So, ich glaube, hier muss man einfach mal einen Reisepass zeigen und
das reicht. Ich muss den jetzt hier noch rausgefuddelt kriegen. Kurz Däumchen drehen. Oh, ich könnte mal meinen Tank putzen. Voilà. Wie schon bei mir will der Grenzbeamte auch von Julien nicht nur den Reisepass, sondern auch den Fahrzeugschein sehen. Also heißt es suchen, kramen, tasten. Na, wo war der denn nochmal? Beeilung, der Beamte wird ungeduldig. Ah, hier ist er. Weiter geht's zum nächsten Grenzposten auf bosnischer Seite. Wo genau der ist, man weiß es manchmal nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob man hier halten soll. Muss man hier halten? Ich glaube da hinten. Oder hier? Hier, willst du was sehen? Is everything okay? Can I go? No? Okay. Warte. Naja, probieren kann man's ja mal. Zwischendurch stehen ist auch nicht schlecht. Voilà. Das hat doch gut geklappt. Unkompliziert, freundliche Leute. Man kriegt noch Good Luck mit auf den Weg gewünscht. Schön. Willkommen in Bosnien! Ich erinnere mich hier gerade total an die Reise, die ich 2022 gemacht habe, als ich hier solo nach Bosnien das erste Mal rein und ich wusste, ich brauche jetzt hier eine neue Handykarte, weil das in meinem Tarif, im deutschen Tarif viel zu teuer wird. Und dann bin ich hier direkt hinter der Grenze, bin ich dann in so einen Laden rein und es war ein Akt der totalen Schwierigkeit, diese Karte in meinem Handy zu installieren und das hat einfach nicht funktioniert, obwohl der ganze Laden und Leute, die noch reinkamen, die noch von der Straße hereingebeten wurden, um zu helfen, irgendwie mit einer riesen Hilfsbereitschaft, versucht hat, diese Karte ans Laufen zu kriegen. Und dann wurden noch irgendwie angerufen, deutsche Verwandte, ob die helfen können. Also es war echt super freundlich und gleichzeitig hatte ich aber auch echt total Respekt, weil ich dachte, wie schwierig ist das hier, diese Karte zu installieren. Und bin dann von der Grenze aus nach Mostar gefahren und da habe ich dann nochmal eine andere Karte gekauft und das in so einem Handyladen machen lassen. Und das war dann gar kein Problem für die, weil die kannten sich damit aus. Es war auf jeden Fall ein spannendes erstes Mal hier in Bosnien für mich. Und diesmal ist das auf jeden Fall schon ein bisschen entspannter, dadurch, dass wir natürlich zu zweit sind, dass ich hier auch schon mal war und dass wir jetzt keine Handykarte brauchen, weil wir hier heute quasi nur durchfahren und dann in Montenegro das Ganze mit einer eSIM machen, mit Airolo. Das ist eine App, die haben wir uns runtergeladen und dann kann man sich das Datenvolumen kaufen für verschiedene Zeiträume in verschiedenen Größen. Dafür braucht man quasi nur ein eSIM-fähiges Handy. Und hier gibt es diese Pekana, also das sind Bäckereien mit feinstem Gebäck. Das ist so lecker. Wenn ihr mal hier unterwegs seid in der Gegend, müsst ihr unbedingt da mal was zu essen kaufen. Hier in Bosnien gibt es erstmal die Schlier-Asphalt. Kennt ihr das? Da ist so auf dem Asphalt sind da so Rillen drin. Das fühlt sich an, als wenn du 100% einen Platten hast, aber hast du nicht. Das ist einfach dieser Asphalt. Sehr irreführend vom Fahrgefühl her. Das Motorrad wird irgendwie so gelenkt. Das ist nicht wie wenn du über Schotter fährst. Ja, ne? Das ist nicht wie wenn du über Schotter fährst, sondern so ein bisschen wie als wenn du in so einer Rille fahren würdest oder mehreren Rillen und das Motorrad springt dann immer so von einer zur anderen. Zeit für eine Pause. Mit Bananas. Die bringen ja Dingens hier, wie heißt das? Magnesium. Und Magnesium ist gut für die Muckseln. Und lockere Muckseln bedeutet lange fahren. Auch wenn Julien die Weiterfahrt zu sabotieren versucht. Nein. Die haben ja extra einen Mülleimer ausgehoben für die Banane. In Bosnien und Herzegowina ist die religiöse Landschaft vielfältig. Die Hauptreligionen sind der Islam, das Christentum sowie sonstige Glaubensrichtungen wie Judentum und Atheismus, wobei etwa 50-60% der Bevölkerung Muslime sind, weswegen es hier auch viele Moscheen gibt. Und hier gibt es auch... Hier bei Stolak kommt dann plötzlich sowas mit Wasserfällen und da hinten ist sogar noch so ein kleines Restaurant, wo man sitzen und da reingucken kann. Also wunderschön. Für uns ist jetzt gerade noch nicht die Zeit, eine Pause zu machen, deswegen fahren wir jetzt zwar noch weiter, aber falls ihr mal hier seid, dann könnt ihr das ja mal einplanen, als schönen Stopp hier was zu essen oder einen Kaffee zu trinken an diesem wunderschönen Ort. Und Die wahrscheinlich kleinste Leitplanke der Welt oder was auch immer es darstellen soll.
Ich wollte erst mit meinem Motorrad da drauf fahren auf den Steg, aber dachte mir, lieber nicht. Kurz hinter der Ortsausfahrt der Kleinstadt Stolac steht ein Polizeiauto gut getarnt unter einem Baum. Sind wir im Visier einer verdeckten Ermittlung? Nope. Deutsche Reisende auf Motorrädern scheinen sie nicht zu interessieren. Trotzdem fahren wir lieber schnell weiter. Hier in der Republik Srpska sind die meisten Bewohner ethnische Serben, während Bosniaken und Kroaten eine kleinere Minderheit darstellen. Auch die Amtssprache ist Serbisch. Die Republik Srpska wurde 1992 zu Beginn des Bosnienkrieges mit dem erklärten Ziel gegründet, die Interessen der Serben in Bosnien und Herzegowina zu wahren. Das Gebiet war Schauplatz von Kriegsverbrechen, darunter das Massaker von Srebrenica, wobei mehr als 800 zum größten Teil männliche Bosniaken ermordet wurden. Die Landschaft zeichnet sich durch große Wälder, Berge, Flüsse und Seen aus, die wir von der Straße aus nur erahnen können. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wird in Bosnien offiziell das kyrillische Alphabet verwendet. Aber auf Straßenschildern steht oft der Name in lateinischen Lettern darunter. Völlig unverhofft führt uns die Straße zu diesem, wie es mir scheint, menschenleeren Ort. Der Bileca See ist ein künstlicher See, dessen Länge Teil der montenegrinischen Grenze bildet, sodass ein Stück von ihm auch innerhalb Montenegros liegt. Ja, wahnsinnig, wie schön grün das hier ist. Ganz herrlich, aber auch immer wieder sehr heruntergekommen und müllig. Inmitten des Schutthaufens entdecke ich ein totes Schaf, was auch ziemlich nach Verwesung stinkt. Wie sieht's eigentlich aus mit Tieren in Bosnien? So eine totgefahrene Schlange haben wir auf der Bahn gerade schon gesehen. Mal schauen, welche Tiere uns hier in Bosnien noch so erwarten. Wie im gesamten Balkangebiet laufen viele Nutztiere wie Ziegen und Kühe frei herum. Also teils auch auf der Straße. Auch vor Wildschweinen wird hier gewarnt, also Achtung! Sehr faszinierend finde ich auch diese Eidechsen, die sich mit etwas Glück zwischen Felsspalten und auf großen Steinen erspähen lassen. Sehr betroffen macht es mich, dies zu sehen. Eine von vielen wilden Hündinnen, die hier rumstreunern am Straßenrand und überall, wo man hier so unterwegs ist, liegen die dann in den verlassenen Häusern. Oder kläffen einen von der Seite an. Dazu in einem anderen Video mehr. Freche Tiere gibt es also auch. Kleiner illegaler Mitfahrer hier wieder mal neben dem Tankdeckel. Ja, das sind jetzt hier unsere letzten Kilometer in Bosnien. Dann geht's auch schon rüber nach Montenegro. So, da sind wir an der Grenze raus aus Bosnien hin nach Montenegro. Eine Schlange. Tjo, wir sitzen jetzt hier so ungefähr seit 10 Minuten, Viertelstunde und warten, dass wir hier durchfahren können. Aber ich glaube, das ist ziemlich normal. Man kann den Vögeln zugucken, wie die sich hier gegenseitig ums letzte Stückchen Brot kloppen. So, ich glaube, es geht los für uns. Hi! Es folgt die übliche Prozedur. Kein Hexenwerk, reine Formalität. Alles ohne Probleme. Und dann heißt es, willkommen in einem kleinen Land an der Adriaküste, Montenegro, auch bekannt als Schwarzer Berg, in Anlehnung an die dunklen Wälder, die einst die Dinarischen Alpen bedeckten. Wir haben die Kamera jetzt gerade ausgelassen, hier war gerade ein Unfall. Das Auto war am Straßenrand und uns kam quasi ein Mann entgegen, der komplett blutüberströmtes Gesicht hatte aber zum Glück schon irgendwie einen
Verband hinten auf dem Kopf. Also Ersthilfe haben sie schon geleistet. Das Auto voll Katastrophenschaden. Also vorne die Scheibe rausgeflogen. Aber der Mann stand noch auf den Beinen, der hatte nur den Kopf kaputt. Also wenn ihr hier fahrt, es ist halt ja immer so, dass auch die Schafe da und die Ziegen und so, dass die alle uneingezäunt am Wegesrand grasen. Und es kann immer mal einer auf der Straße sein, aber auch sowas natürlich hinter jeder Kurve. Wir wurden jetzt zum Glück von einem, der uns entgegenkam, kurz vorher schon mit Lichthupe gewarnt. Aber das ist natürlich, boah, wenn man das dann so mitkriegt, doch immer erstmal noch ein kleiner Schock. So, hier machen wir jetzt mal eine kleine, aber feine Pause in Montenegro. Zu den Perlen Montenegros gehören der längste und tiefste Canyon Europas, die Tara-Schlucht, der südlichste Fjord des Kontinents, die Kotor-Bucht und verträumte Sandstrände in der Küstenregion. Wir wollen uns jedoch nichts davon ansehen, sondern haben die Kleinstadt Žabljak in das Navi eingegeben. Sie liegt im Zentrum des Durmitor-Nationalparks auf einer Höhe von knapp 1500 Metern über Null und ist damit der höchstgelegene Ort Montenegros. Ganz in ihrer Nähe finden wir durch Zufall die perfekte Unterkunft zum Nächtigen. Für heute Nacht haben wir ein ganzes Haus für uns und das für nur 30 € mitten am Durmitor-Nationalpark. Übrigens, nachdem Bosnien als Währung die konvertible Mark hatte, verwendet Montenegro als Beitrittskandidat der Europäischen Union den Euro. That's it. Und die Bikes können wir direkt daneben anstellen. Schauen wir uns das Ganze mal an von innen. Alles, was man braucht. Ein Bett, 2 Bett und Dach über dem Kopf. Auf diesem Platz gibt es einen WLAN-Router. Und als wir sie nach dem Passwort gefragt haben, hat sie uns einfach diesen WLAN-Router bei sich aus dem Büro, vorne in dem Häuschen da, rausgegeben und meinte, dann habt ihr auch guten Empfang. Wir sind nämlich hier heute die Einzigen, die hier übernachten. Wahrscheinlich, weil alle anderen wussten, dass es an diesem Abend noch gewittert. Der Strom ist ausgefallen. Man hört den Regen. Das war eigentlich noch ganz romantisch, nur jetzt haben wir leider gar keinen Strom und auch kein Licht mehr. Und es ist ein bisschen kalt. Wir liegen hier mit 2 Decken übereinander. Unser kleiner Abendkrimi hier. Eine gewitterige Nacht später Unfassbar, dass jetzt hier blauer Himmel ist. Und die ganze Nacht hat es einfach gewittert und geregnet. Es hat nicht aufgehört. Durchgehend die ganze Nacht. Und jetzt hier morgens um 8 ist hier die Idylle pur. Ich hinterlasse am Campingplatz noch einen Hinweis, dass ich da war. Gebe Hausschlüssel und Router wieder zurück. Verabschiede mich von dem schönen Ort und schwinge mich auf die Afrika Twin, um damit zum Sedlo Pass zu fahren. Von dort unten sind wir jetzt gerade gekommen und in diese Richtung geht es nun. Von unserem Schlafplatz heute Nacht sind es 13 Kilometer bis hierhin und ungefähr 15 Minuten braucht ihr dafür. Das Bergmassiv Durmitor strotzt mit über 2500 Meter hohen Gipfeln, durch die zu fahren ein beeindruckendes Gefühl ist. Jo Leute, von hier aus, vom Sedlo Pass, geht es jetzt auf den ersten Tag von den Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien. Ja, es ist jetzt ziemlich kalt, Anfang Mai. Hier und da liegt noch Schnee. Insgesamt warten jetzt 1150 Kilometer abenteuerlicher Offroad und Onroad Adventure Country Tracks Spaß auf uns. Und ich freue mich jetzt mega darauf zu starten. Ich bin zum ersten Mal hier in Montenegro und ich bin jetzt schon total begeistert von diesem Land. Allein der Startpunkt von diesem Track ist jetzt schon der absolute Wahnsinn. Diese Aussicht lohnt sich auf jeden Fall. Der erste Tag ist vorgesehen mit 180 Kilometern, davon 52% Offroad. Wir werden die härtere Offroad-Strecke versuchen zu fahren. Es hat die letzte Nacht stark geregnet und gewittert.
mal schauen, ob das möglich ist, die Strecke zu fahren. Los geht's! Doch bevor die Abenteuer-Motorradreise beginnen kann, fehlt noch eine wichtige Sache. Ein voller Tank. Nochmal eben tanken, bevor es auf den ACT-Tag 1 geht. Das ist hier in Montenegro wirklich sehr günstig mit 1,39 €. Macht das echt Spaß. An den Herrn hinter mir zahlen wir 10 € Eintrittsgebühr für den Durmitor Nationalpark. Dann geht es endlich los in das 6-tägige Abenteuer, das am Ende doch länger dauert. Je weiter wir in die Berge hineinfahren, desto kälter wird es. Irgendwer meinte, ob der Schnee hier schon geschmolzen sei auf dem ACT Montenegro. Nee, der liegt noch und es ist eisekalt. Eisekalt. 7 Grad, Griffheizung auf 1000. Los geht's. Ich habe schon meine Schneeketten drauf. So, hier geht's jetzt rein. Wow, steinig ist es. Direkt hinfahren. Nein. Hier geht das jetzt los. Ja, so sieht das hier aus. Steinig. Das ist natürlich eine crazy Geschichte hier. Ist ja der Wahnsinn hier, ey. Das geht ja schon gut los. Ja, das ist Gravel, Hardcore, ordentlich steinig. Hier wird das Discovery-Gepäck auch mal so richtig auf Herz und Nieren getestet. Ja, das muss man natürlich auch mit dazu sehen. Ne? Wir sind hier dick beladen. Ja. Das merkst du hier dann auch, wenn es so rumpelig wird. Ich frage mich, ob ich meine Spiegel abmachen soll. Die Spiegel bleiben, auch auf die Gefahr hin, dass sie beim Hinfallen kaputt gehen, dran. Ob das so eine gute Idee ist, wird sich noch zeigen. Um eine Wasserstelle im Tal, umgeben von schroffen Gesteinsriesen, entdecken wir Wow, ey, wilde Pferde. Das ist ja wohl hier das absolute Naturparadies, wo man einfach den Ursprung von so vielem Leben sehen kann. Super geil. Ja, fahrerisch ist es auf jeden Fall nicht so, dass man hier gelangweilt ist am Anfang. Wie erlebst du es? Nicht ganz ohne. Also ein bisschen Offroad-Erfahrung sollte man wirklich hier haben. Ja. Also Medium finde ich passt schon, ist eine ganz gute Einstufung für den Tag, auch wenn er hier gerade erst begonnen hat. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Anfang von ACT Portugal. Also hier gehört schon ein bisschen was dazu. Mit diesen dickeren Steinen muss man schon ein bisschen konzentrierter sein. Insgesamt muss ich sagen, macht die Afrika Twin das hier wirklich richtig, richtig gut. Die schiebt da so durch über das Geröll. Da braucht man als Fahrer eigentlich nicht so viel machen. Die Maschine findet ihren Weg und es macht einfach richtig, richtig Spaß, mit so einem guten Motorrad die Strecke zu fahren. Ach, es macht einfach richtig Spaß. In 6 Etappen führen die Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien, kurz ACT, vom Norden Montenegros bis nach Leskovic in Albanien nahe der griechischen Grenze. Sie können in beide Richtungen befahren werden und bieten an manchen Tagen wie heute die Möglichkeit, verschiedene Schwierigkeitsstufen zu wählen. Die schwere Variante des Tracks verlängert die geplante Fahrzeit für den heutigen Tag um 2 Stunden, wobei das Wetter als unplanbare Variable die Strecke zusätzlich erschweren kann. Und weil die Pfützen noch nicht groß genug sind, Alter Schwede, ey! Holla die Waldfee! Ja, jetzt regnet es hier auch noch. Wir haben nicht so die leichtesten Bedingungen und wir fahren hier heute den schweren Track. Meine Muskeln zittern gerade so ein bisschen. Also ich habe mir von der Dame auf dem Campingplatz ja heute mal kurz das Wetter zeigen lassen, wie sie das so sieht. Und da war kein Gewitter, da war halt nur Regen. Deswegen lasst es einfach weiter. Gelle? Yes. Da vorne ist auch schon wieder blau. Ja, wir müssen das Positive sehen. Hier regnet es wie Sau und da ist es blau. So, hier der erste Tricky Part, wo wir mal auf die Wiese wechseln. Weil hier ist einfach zu krass. Wollen wir mal. Ja, das geht aber dicke, dicke Steine hier. nicht nur das Wetter macht mir an diesem Tag zu schaffen, sondern auch die für den Balkan typischen freilaufenden Tiere. Ja, der erste Hund. Da kommen mehr Hunde. Die bellen nur, ne? Diese, ja. Mein Herz schlägt trotzdem jedes Mal schneller, wenn mich wilde Hunde verfolgen. Okay, hier sind einfach Kühe mitten auf dem Weg. Ja, entspann dich. Fall jetzt nicht hin. Hallo. Kooperationsbereit machen die wohlerzogenen Nutztiere Platz. Ich habe mich echt
echt gewundert, wo die hier teilweise mit ihren Häuschen noch leben. Völlig abgeschieden. Das kriegst du dann ein paar Kilometer vorher mit, wenn du dann diese Kuhherden und die Hunde dann auf den Straßen findest. Die gehören dann, glaube ich, auch zu diesen Häusern dann dazu, weil die leben dann einfach davon, von der Viehzucht. Es ist ein sehr, sehr natürliches Land. Das ist einfach wunderschön und das kann ich gerade wirklich genießen hier mit dem Motorrad. Selbst das Stück des ACT, was man dann auf der Straße fährt, hat es wirklich in sich, muss man sagen. Wir fahren hier gerade am Fels entlang und wenn wir dann so zur linken Seite runter gucken, dann ist das wirklich unfassbar tief. Boah, da wird einem schon kurz schwindelig. Wow. Alter, was eine Aussicht und was ein Abgrund. Wenn du hier runterfällst, bist du einfach sofort tot. Geil, jetzt fuhr gerade ein montenegrischer Herr mit seinem Vater vorbei. Fragte mich, ob alles gut ist. Ich sag so, jo, alles top. Also auch wenn man hier mal irgendwie am Straßenrand liegt, die sind sehr, sehr aufmerksam und freundlich. Ein Abenteuer zeichnet sich dadurch aus, dass man mutig aus seiner Komfortzone herausgeht und nie weiß, was als nächstes kommt. Okay, hier ist jetzt irgendwas mit Polizei, die quer steht. Unfall oder was ist das? Böse. Ist okay? Wir sollen hier an die Seite. Hi. Bis 3 ist gesperrt, die Straße. Oh. And where are we going? Červnik. Červnik? Yeah, here, you can see. Červnik is our track. And then we go into the mountain. Oh, I pull block. Yeah. Yeah, Block. off-road. Yeah. Off-road. Yes. 1 kilometer steep and block. Okay, dann müssen wir überlegen, was wir machen. Wir drehen uns um und fahren wieder zurück. Laut Polizei dauert es 2 Stunden, bis die Straße wieder befahrbar ist. Sollen wir die Zeit abwarten und Hunde streicheln? Ja, wenn du mich gerade vom Straßenrand angefallen hättest, dann fände ich das okay. Guck mal, der wedelt hier noch so süß mit dem Schwanz. Was bist du denn für ein Süßer, ha? Kann was Sitz machen hier, ne? Genau. Vielleicht streichelt dich ja jemand. Oh, schön. Weitermachen, ey. Nope. Wir fahren weiter zurück bis kurz vor Čabliak. Und? Kleine Planänderung. Kurz nach dem Offroad-Part mussten wir leider umkehren, weil die Straße gesperrt war. Da stand Polizei und die sagten, hier könnt ihr nicht weiterfahren, hier gibt es eine Demonstration. Deswegen mussten wir uns jetzt ganz spontan was anderes überlegen. Wir haben hier ein Häuschen gefunden, weil wir heute den Tag eh nicht zu Ende fahren können. Mit einem Kühlschrank und einem Wasserkocher, einem Bett und dann geht's noch nach oben. Da oben ist ein kleines Bettchen. Eine Heizung ist auch da. Können wir gleich mal die Füße trocknen mit einem wunderschönen Ausblick in den Durmitor Nationalpark, wo wir ja gerade schon gefahren sind. Das Ganze kostet nur 60 € die Nacht und hier werden wir es uns jetzt noch mal gut gehen lassen, bevor es dann weiter morgen Tag 1 auf dem ACT geht. Ja, meine Sonnencreme brauche ich heute wohl eher nicht. Ja, das Wetter soll nicht so gut sein. Heftige Windböen und Regen. Mal schauen, wie gut wir das hier schaffen. Bye! Back on Track zeigt sich die Stelle, an der uns gestern die Polizei stoppte, heute herrlich frei. Keine Demo, keine Sperre, stattdessen genussvolle Motorradfahrt. Von der breiten Straße geht es bald auf enge Serpentinen. Bin froh, dass ich so schön schmal bin mit dem Bike, das hier gut zwischen Gegenverkehr und Abhang passt. Hier hat man einen schönen Blick ins Tal und da geht es auch relativ steil runter. Hier ist ein Baum umgefallen. Wir nähern uns der tiefsten Stelle des Tals. Feine Rinnsäler deuten schon an, Okay, hier ist jetzt so ein bisschen so ein Flussverlauf. der an sich harmlos wäre, hätte es nicht die letzten Tage so viel geregnet. So, nächste Herausforderung, ein Fluss. Und weil das nicht reicht, sind da hinten
hinten schon Hunde, die auf uns warten. Das mit den Hunden ist jetzt hier so meine Aufgabe bei der Reise, glaube ich. Das zu lernen. Hier ist es zu tief, oder? Vielleicht fährt man hier. Ich habe richtig Puls und Angst, mir den Fuß zu brechen. Ich bin hier, um dir zu helfen, wenn was ist. Ja. Okay? Du musst sofort reinkommen, ne? Ich komme sofort rein, wenn was ist. Sehr gut, sehr gut. Gas, 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 Gas. Ich komme. Komm. Ich bin da. Gas geben, Gas. Gas, 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 Gas. Ich schieb. Ja, Gas, Gas. Gas, Gas, Gas. Ja, ich helf dir. Ich muss die, glaube ich, runterdrücken, oder? Nein, ich stehe hier vor einem Stein. Okay, hältst du die? Ey, ich rutsche hier so weg. Ja. Ich hab sie. Oh, ich häng Scheiße, Alter. Ich helf häng dir. in der Fußraste. Alter. Der Auspuff ist aus dem Wasser raus. Wir Okay. können uns kurz ausruhen. Gas? Ja. Dran. Du kippst mich um in die falsche Richtung. And, Man kriegt halt gar keinen Grip mit den Füßen. ja. Okay, und wir haben es geschafft, so gut wie. Check. Das war das kleinere Motorrad von beiden. Problem ist, hier ist halt ein richtig tiefes Loch. Da hinten geht's nur. Wenn man das Loch umfahren will, muss man hier so einen Knick fahren. Das ist schwierig. An dieser Stelle umzudrehen war für mich übrigens keine Option. So, einmal durchatmen. Da hinten ist das Ziel. Das schaffe ich. Und wenn nicht, finden wir eine Nicht da. Lösung. Chaka, Schottermodus ist drin. Den halben Fluss habe ich schon in meinen Füßen. Da hinten warten die Hunde. Chaka, ich liebe das Abenteuer. Ich bin dabei. Scheiße! Scheiße! Helf mir! Hoch das Motorrad! Scheiße! Wo ist der Auspuff? Scheiße, das ist die Seite mit dem Auspuff. Scheiße! Hast du? Ja. Ich rutsche weg. Ich liebe das Abenteuer. Ich liebe das Abenteuer. Auspuff ist raus. Jo! Da kam eine riesen Fontäne einfach bis hinten an den Rand. Gib erstmal ein bisschen Gas und so. Der Pump, die muss erstmal Wasser rausschleudern. Spuck das raus, alles. Das muss alles raus. Ich komme hier halt nicht vor, nicht Ja, zurück. warte. Nee, das macht nichts. Du greifst dich an. In dem Moment, wo es Ja. nach vorne gibt, nach zweimal Schaukeln, gibst du Gas. Und jetzt. Nee, wir sind hier irgendwie gerade schlecht unterwegs. Kannst du irgendwie lenken? Ja, wohin? Nach links und versuchen die mit Gas rauszulenken. Okay. Wie die Försterwände. Ja. Kipp. Gas. Nee, rutscht einfach. Scheiße, wir sind voll festgefahren. Wir machen nochmal zurück. Das war fast. Ja. Ja, wir müssen... Jetzt. Ah, nee, da ist was hinter deinem Rad. Warte, ich räume den mal weg. Nee, kriege ich nicht, das ist ein Riesenbrocken. Okay. So, Was können wir machen? Mit Wir Karacho. müssen jetzt- Lenk ein bisschen nach links. boah, bin ich fertig, ey. Und jetzt Gas. Fahr raus. Oh, ich kippe da. Oh, nee, gut. Okay, weiter. Warte, soll ich mal eben kurz vorne gucken? Das ist nämlich so ein Keil, der wird dir den Weg erschweren. Okay, danke. Okay. Warte, das sind alles Dinge, an denen kippst du. Ja. Jetzt ist hier nur noch Sand. Ja. Gut. Bevor jetzt die Leute kommen, das liegt am falschen Modus. Das Hinterrad dreht volles Rohr durch. Das liegt nicht am Modus. Das ist einfach arschglatt hier und die Karre gräbt sich an wie Sau. Was? Da haben wir das Abenteuer. Von innen nach außen sind die Stiefel ziemlich dicht. Oh Ja, Mann, oh immer Mann. das Positive sehen. 9:30 Uhr morgens und wir haben schon die erste Flussdurchfahrt mit ordentlichem Workout hinter uns. Oh, hier sind so Fischzuchtbecken. Deswegen passen die Hunde hier so gut auf. Da hinten Number 1 und da oben ist Number 2. Ah, da ist ja der Mann. Hallo. Okay, da wohnt also jemand. Den haben wir jetzt
Hi. Aufmerksam gemacht. So, auf den Schock gibt es jetzt erstmal eine Banane. Bananenmus gibt's jetzt. Bananenbrei. Und dazu noch ein Fischlein. Wow. Und schmeckt? Das ist extra dafür angelegt, weil Forellen brauchen nämlich Strömung. Also die gibt es ja nur in so Flüssen. Er ist auf jeden Fall well prepared mit seinen Gummistiefeln. Ja, die hätten wir gerade mal gebraucht. Wo man sieht richtig deine Ader hier. Huiuiui, kurz vor Schlaganfall. Wow, er geht da jetzt rein und macht es sauber. Oh ja, interessant. So interessant das Zusehen auch ist, wir müssen weiter. Fahr einfach. Nachdem wir gestern die ersten 30 Kilometer von ACT Tag 1 gefahren sind, liegen heute noch 150 Kilometer Strecke vor uns. Da oben geht es jetzt gleich weiter. Das mit der Flussdurchfahrt, wir haben jetzt übrigens erst die ersten 8 Kilometer hinter uns gebracht, nachdem wir die Flussdurchfahrt gemeistert haben. Also, und dafür haben wir eine Stunde gebraucht einfach, bis wir dahin waren. Also 8 Kilometer, eine Stunde. Wir sind mal gespannt, ob wir den Tag hier schaffen heute. Die Füße sind auch schon wieder nass nach der ersten Pfütze hier, nach der Straße. Ich glaube, die bleiben auch heute nass. Wow, fuck! Scheiße! Das war eine Pfütze. Oh, hi, moin! Überraschend treffen wir hier im Nirgendwo auf einen anderen Motorradfahrer. I am from Latvia. Von Latvia, okay. Jo, jetzt haben wir ja noch einen aus Lettland getroffen, der hier auch gerade fährt. Aber irgendwie sieht der nicht so aus nach der Pfütze. Ich glaube, der ist nicht durchgefahren. Der Lettländer fährt an uns vorbei und kommt einige Minuten später wieder zurück. Okay, er kam jetzt gerade wieder und meinte, da kann man nicht fahren. Davon wollen wir uns selbst überzeugen. Mögliches Hindernis: der Track steht voll mit Wasser. Beim Versuch, mal nicht wieder einen Schwall davon in den Stiefel zu bekommen, lande ich jedoch voll im tiefen Matsch. Oh je, was? Mein Fuß ein bisschen verdreht. Alles gut, hier das Ding aus. Ja, das war sehr rutschig hier. Ich war zu schnell. Ich habe einfach drauf gehalten und dann bin ich da so rein. Ich war schon hier nass von der letzten Pfütze überall und dann dachte ich mir, ich spare mir die Pfütze und fahre einfach außen rum. Aber es war dann doch ein bisschen zu glatt. Und hier wartet auch noch mehr Regen auf uns. Okay. Oh, ich habe mir irgendwie den Fuß doch ein bisschen verknackst, merke ich. Hintenrum ist der ein bisschen komisch. Wir fahren weiter, das geht. Ja, da ist irgendeine Sehne so ein bisschen quer. Das ist scheiße. Das ist übrigens gar kein Profil gerade. Wow, Medium, Freunde. Ja. Aber man muss dazu sagen, es sind wirklich auch scheiß Wetterbedingungen. Ey. Es hat geregnet die ganze Zeit jetzt und gestürmt. Es ist einfach alles mega nass und rutschig. Der Weg wird zunehmend holpriger. Gegen diese Erschütterungen kommt auch der Bildstabilisator der GoPro nicht mehr an. Als der Regen nachlässt, bleiben wir stehen und verschnaufen mal kurz. In das Tal geht's jetzt rein. Boah, ist das schön hier. Wetterbedingungen sind natürlich so wie sie sind, aber landschaftlich trotzdem echt einfach mega. Schön Schotter, dicke Steine und dann noch Kurven. Über mangelnde Herausforderungen können wir uns wirklich nicht beschweren. Hier sind wir ziemlich alleine. Der letzte Motorradfahrer, den wir heute sehen, war der Lettländer, der sich vor einigen Kilometern von uns verabschiedet hat. Es gibt zwar hier und da in den Bergen Hütten, doch die sind, soweit wir das erkennen können, überwiegend leer. Ja, hier hoch wird es dann aber auch wieder ein bisschen mehr Schotter. Wow, hier ist ein toller Ausblick. Hier geht es richtig geil, schottrig hoch. Nicht ohne, aber konstante Geschwindigkeit, dann geht's. Boah, das Geschenk. Und eine Pfütze voraus, aber ich glaube, wenn man langsam außen rum fährt, dann könnte es gehen. Boah, zum Glück muss man jetzt nicht da lang, sondern man kann da lang. Ist super glatt hier. Oh Mann.
Die schweren Reise-Enduros haften auf dem unterspülten Rasen-Matsch-Gemisch wie auf Eis. Also eher wenig. Es ist stellenweise die reinste Schlitterpartie. Die Haftung der Heidenau K60, die auf beiden Motorrädern aufgezogen sind, gibt bei den schlammigen Parts komplett auf. Da hilft nur mit Feingefühl und Balance in kleinen Schritten zum Ziel. Du drehst komplett durch, Julian. Wenn du jetzt gerade ausfährst, hast du vielleicht eine Chance, aber du musst ganz langsam anfahren. Na, nee, stopp. Stell die Maschine ab, wenn das geht. Ich kann die nicht abstellen. Okay, ich roll mich langsam runter und dann... Ja, ich bin drauf. Dann gucke ich, dass ich es langsam schaffe. Nein, du drehst dich wie Sau. Willst du mir warten, bis du Hilfe hast oder fühlst du dich sicher gerade? Ich fühle mich relativ sicher. Okay. Aber das sieht gut aus bei dem Grünen bei dir. Sehr gut, ich komme auch hinterher. Die Linie gut zu wählen entscheidet über Sturz oder nicht. Alles ist nass und glitschig und kein Motorrad nicht gehalten. Alles gut. Ich krieg das aber alleine, Julian. Yeah. Ich hab es. Alles gut. Ich war einfach in der Spitze hier weggerutscht. Aus, wieder an, nochmal durchatmen. Das ist eine Schlammschlacht. Und wenn du denkst, du hast es geschafft, dann findest du dich eine Minute später so wieder. Und da unten ist hier so aus. Frag mich nicht, was das sollte. Bin hier plötzlich so gelandet. Die Strecken in Montenegro und Albanien werden von Seiten des Vereins der Adventure Country Tracks als schwierig eingestuft. Sie sind wegen der Abgeschiedenheit und den anspruchsvollen Offroad-Parts für Erfahrene empfohlen, die mindestens zu zweit unterwegs sind. Sprich, man sollte im Voraus mehrere Offroad-fortgeschrittenen Kurse gemacht haben und frei von Höhenangst sein. Warum das so wichtig ist, seht ihr auch in den nächsten Videos. Mal eben kurz eine Abkürzung genommen, beziehungsweise wieder zurück auf den richtigen Weg. Abstieg hier. Wir haben gerade mal 90 Kilometer hinter uns. Das heißt, wir haben noch 90 Kilometer vor uns heute. Die gehen zu einem Großteil über Asphalt. Doch auch on-road sind die Unwetter der letzten Tage sichtbar. Erdrutsche spülen große Haufen Geröll auf die Straße. Für die letzten Offroad-Kilometer führt uns der Track in grüne, frische Wälder hinein. Hier fahren wir teils direkt an einem Fluss entlang. Das ist ein Fahrgefühl, wie ich es mir im Dschungel vorstelle, und bringt nochmal ein neues landschaftliches Bild nach den vielen weiten Panoramen, die wir heute schon in der Gedächtniskamera gespeichert haben. Ein besonders eindrucksvolles Panorama wird übrigens extra für das Ende des Tages aufgehoben. Park Prirode Komovi. Schakalaka, die letzten Kilometer für heute. Dieses Schutzgebiet umfasst das gleichnamige Komovi-Massiv, eine der höchsten Gebirgsgruppen der Dinarischen Alpen, mit Gipfeln über 2400 Metern. Nach dem Regen kommt der Bogen. Ja, irgendwo hat das mit dem Regen ja dann auch wieder was Schönes, ne?
Also das war ein ganz, ganz, ganz fantastischer erster Tag. Echt landschaftlich einfach absolut mega. Fahrerisch auch. Echt, man muss sagen, anspruchsvoll. Also für absolute Anfänger wirklich nicht geeignet. Aber gut machbar und eine wirklich absolut tolle Strecke, die da rausgesucht haben. Also wirklich mega empfehlenswert. Das ist, glaube ich, eins der tollsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, rein fahrerisch. Ja, insgesamt gab es an diesem Tag, an diesem ersten Tag auf dem ACT Montenegro, Albanien, 3 Offroad-Etappen. Jede von denen war unterschiedlich. Die letzte kann man easy fahren. Die zweite hat es definitiv in sich wegen dem Fluss. Und die erste durch den Durmitor Nationalpark ist einfach wunderschön. Und es ist halt sehr viel loses Geröll, aber auch einfach alles steht für sich. Und es ist jetzt hier ein super schöner, erleichternder Abschluss, sage ich mal, weil alles ist heil geblieben. Es war alles gut machbar zu zweit. Also wenn ihr das auch mal fahren wollt, geht auf die Internetseite adventurecountrytracks.com, sucht die passende Mitgliedschaft für euch aus und habt Zugriff auf alle Adventure Country Tracks, die es bisher gibt. Falls ihr nach Montenegro fahrt, dann kann ich einfach nur sagen, ihr werdet nicht unterfordert sein fahrerisch, gerade wenn eben so mit Regen, mit Kälte, sehr windig war es. Einfach ein geiles Abenteuer. Ich freue mich auf morgen. So endet die erste von 6 harten Offroad-Etappen der Adventure Country Tracks Montenegro, Albanien mit einer gewaltigen Berglandschaft, aufgeweichten Händen mit Spielen und, wer hätte das gedacht, heilen Spiegeln. Ja, der Ort, wo wir hier gestrandet sind am Ende des Tages, hat alles, was man braucht. Ein Krankenhaus ist auch dabei. In der Zielstadt Andrejevica erwartet uns nicht nur Autokultur. Ja, die Autos, die bei uns in Deutschland nicht mehr durch den TÜV kommen, die werden hier bestimmt noch 10 bis 20 Jahre weitergefahren, bis einfach ja nichts mehr geht. Aber das ist, glaube ich, hier so einer der Normalzustände, wie hier ein Auto aussieht. Wir sind hier gut willkommen geheißen worden von einer Katze im Hotel. Oh. Ein tierisch guter Empfang. So, wir haben ja den Kleiderschrank in einen Wäschetrockner umgewandelt. Die Heizung, die haben wir da reingestellt. Die trocknet jetzt die Stiefel. Die sind zwar natürlich noch nicht ganz befreit vom Flusswasser, aber zum Glück nicht mehr ganz so triefend nass wie gestern. Und den Föhn haben wir da auch schon bestimmt 1-2 Stunden reingehalten. Aber aufpassen, nicht, dass euch das passiert. Mein Fuß ist wahrscheinlich verstaucht, aber ich kann zum Glück fahren und deswegen geht's heute weiter. Erstmal mit einem proteinreichen Frühstück. Und wir starten wieder genau hier aus Andrejevica, wo wir gestern die Tour beendet haben. Von dem Punkt aus, wo wir gestartet sind, warten jetzt 240 Kilometer Fahrspaß auf uns mit einem Offroad-Anteil von 35%, der als hart deklariert ist. Das Ganze geht sogar ins Theth-Tal in Albanien. So, die ersten 40 Kilometer sind wir jetzt sehr entspannt on-road unterwegs. Uns kommt das hier gerade ganz zugute. Wir genießen das gute Wetter. Völlig unverhofft stehen wir hier plötzlich schon vor der albanischen Grenze. Moin. So, dann wollen wir mal. Also mit Wartezeit muss man hier um 10 Uhr morgens nicht rechnen. SOS 116666. Ich mache da mal ein Foto. Aber da steht es auch auf Montenegrinisch. Sieht nicht aus wie Russisch. Jesli Tjebia Ilis Naka. Oh. Voila. Und da geht's jetzt mal rüber hier. Ciao Montenegro. And welcome Albania. Woohoo! Ein kleiner Vogel auf der Lauer. 10 Uhr morgens und wir fahren rüber nach Albanien. Hier Leute, 80 außerorts und viele Aufkleber. Die Straßen hier in Albanien wirken sofort gefreestylter, so ein bisschen unkonventioneller, ruppiger. Wow. Ich habe natürlich jetzt Angst, mein Handy hier zu benutzen. Nicht, dass mir das da reinfällt. Im Canyon der Einheit versinkt der Fluss Vermosh 900 Meter lang zwischen den 30 bis 40 Meter hohen Wänden. Der Vermosh ist insgesamt 219 Kilometer lang und der einzige Fluss in Albanien, der zum Donaubecken gehört. Und hier sind ziemlich dicke Löcher in der Straße. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, wenn man fährt, dass man da nicht aus Versehen mit dem Reifen drin landet.
Was man hier bei den Straßen in Albanien auch immer berücksichtigen muss, ist, dass wenn die an so Hängen sind, dass da dann auch die Steine auf die Straße gefallen sein können. Das ist echt gefährlich, ne? Hast du schon ein Abenteuer, wenn du hier auf der ganz normalen, befestigten Straße unterwegs bist? Es ist ein bisschen schroffer, dieses Land. So habe ich jetzt den Eindruck auf den ersten Kilometern, die wir jetzt hier fahren. Wirklich megamäßig auch wieder landschaftlich. Ne? Sieht richtig hier, wie die Erde die Landschaft geformt hat. Wie die einzelnen Gesteinsschichten der Berge, wie die hier schräg aus dem Boden ragen. Das ist schon echt beeindruckend. Was beeindruckt dich am meisten an Albanien? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Was eine Idylle. Die Kühe schlecken sich hier gegenseitig die Köpfe am Morgen sauber. Und direkt daneben ist die Dusche alias Wasserfall. Wunderbar. Für uns Deutsche immer wieder ein Highlight: die Tiere auf und an den Straßen, die sich hier in vielfältiger Form finden lassen. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Schweine, wilde Schweine. Die sind ja richtig schmutzig, hör mal. Und auch sehr viele Weinreben sieht man hier. Also in Albanien kann man hier wahrscheinlich auch guten Wein bekommen. Vor uns liegt dieser Bergpass mit 730 Metern Höhe und mindestens genauso vielen schönen Ausblicken. Diese 1A-Kurvenstraße in den albanischen Alpen bereitet uns so richtig Fahrfreude. Hier starten wir jetzt mit dem ersten Part Offroad von heute, mit einem feinen Schotter. Und die Menschen sind super offen, wenn man denen begegnet. Hier Schulen am Straßenrand, die Kinder kommen an den Zaun gelaufen, strecken ihre Hände durch den Zaun und winken dir entgegen mit einem total herzlichen Lächeln. Das ist schon total schön, hier so begrüßt zu werden in Albanien von den Menschen. Oh, und hier ist also eine Baustelle. Hi. Ob man da fahren kann? Can we go there? Ja. Ja, super, läuft doch. Nachdem wir die steinigen Baustellen hinter uns gelassen haben, liegt das Herz der albanischen Alpen vor uns. Theth. Ja, es ist so eng hier. 2 LKWs gleichzeitig. Der eine fährt zurück, der andere fährt vor. Er hat einfach Schafe auf seinem LKW hinten drauf. Zu einem Blick in die Alpen bekommen die, genau wie wir, ein paar schöne Kurven dazu. Theth ist ein malerisches Tal, umgeben von den höchsten Gipfeln des Gebirges. Das gleichnamige Dorf besteht aus mehreren Siedlungen, die sich über Kilometer an dem Tal entlangziehen. Im Winter ist der Ort oft über Wochen und auch Monate von der Umwelt abgeschnitten oder nur zu Fuß in beschwerlichen Wanderungen durch den Schnee erreichbar. Trotzdem, der Tourismus in Theth boomt. Die wunderschöne Natur mit dem Grunas Wasserfall und Canyon zieht vor allem Wanderer an. Überall werden neue Unterkünfte gebaut, traditionelle Häuser in Touristenunterkünfte umgebaut und neue Wege angelegt. So steigt der Komfort für Besucher, die trotzdem noch immer mitten in der wilden Bergwelt stecken. Bei der Info über den ACT wird darauf hingewiesen, dass man vor der Einfahrt ins Theth-Tal tanken soll. Wir haben jetzt hier keine Tankstelle gefunden in der näheren Umgebung. Die nächste ist eine halbe Stunde in die falsche Richtung. Wir haben zum Glück aber gestern Abend noch nach dem Fahrtag unsere Motorräder voll getankt. Ich habe jetzt noch 300 Kilometer Reichweite und es liegen noch 120 Kilometer vor uns. Ich weiß, der Verbrauch erhöht sich Offroad noch mal um das Doppelte, wenn man Pech hat. Das heißt, das wären dann noch so 150 Kilometer Reichweite. Also das muss eigentlich reichen. Zur Not muss von uns einer mit irgendeinem, der unseren Weg kreuzt, nochmal irgendwo hinfahren und Benzin holen. Hey, wow, was ein toller Ort hier im Theth-Tal unterwegs zu sein und zu fahren. Das ist einfach
Boah, also schon wirklich eine schöne Straße, so passmäßig geschlängelt an den Bergen entlang und man hat die ganze Zeit so einen Blick in diese schneeverhangenen und teils aber auch wieder total grünen Berge. Ja, also wir genießen das hier gerade total. Okay, das ist mal eine Ansage hier. Ja, hier startet dann also der Offroad-Part. Ich dachte schon, der kommt nie. Wir haben noch 88 Kilometer zu fahren heute hier. Und ich schätze mal, das wird dann fast alles Offroad sein. Yay, Pfützen, die hatten wir ja lange nicht mehr. Offroad treffen wir nicht nur auf Kühe, sondern auch auf andere Reisende. Deutschland. Ah ja. Hi. Haben auch ordentlich Wasser dabei. Und auch hier in Albanien wieder super viele Ruinen und auch Bunker. Also das ist direkt aufgefallen, als wir reingefahren sind. Super viele Bunker am Straßenrand, die ja nicht mehr in einem super Zustand sind, aber man erkennt sie halt und davon massenweise. Bis an die 200.000 Bunker wurden während der kommunistischen Diktatur in Albanien erbaut und sollten das Land vor Invasionen schützen, wurden aber nie im Krieg eingesetzt. Obwohl einige Albaner sie am liebsten vergessen möchten, dienen die Bunker heute als Museen, Lagerhäuser und für touristische Zwecke. Die Bauwerke erzählen eine Geschichte von Angst und Isolation, aber auch von Anpassung und Wiederverwendung. Auf den folgenden Kilometern fahren wir nah am Schala-Fluss entlang, der durch Theth fließt und in den Kumansee mündet, den wir auch noch passieren werden. Bekannt für seine intensive blaue Farbe und die umliegenden hohen Klippen trägt er den Spitznamen Thailand von Albanien. Oh, hier ist das jetzt so dschungelmäßig, ne? So grün und dann dazu dieser rot-braune Sand. Gut, dass es heute nicht so nass ist, weil ich glaube, da hätten wir hier richtig Probleme. So ein Lehmboden, ne? Ja, ja. Das ist dann das Zeug, was sich richtig eingräbt ins Profil und zwischen Reifen und Kotflügel hängen bleibt. Und wir haben übrigens einen Reifendruck immer noch drauf von 2,5, 2,7 Bar, weil wir eben die Anreise auch mit den Motorrädern gemacht haben von Münsterland bis nach Montenegro. Und ja, das ging gestern alles damit, soweit man ja sehen konnte. Hier und da nicht, aber doch größtenteils hat das gut funktioniert und deswegen lassen wir den jetzt gerade auch einfach mal drauf. Die scheinen hier also die Strecke auch weiter auszubauen. Wir warten kurz. Können wir fahren? Okay. Jetzt. Mann, 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 hat einen Ausblick hier. Ja, ist echt eine wahnsinnig schöne Natur hier. Es ist wirklich faszinierend, hier durchzufahren. Überall mit diesem Schiefer an der Seite, das glänzt, als wenn es Gold wäre. Vielleicht ist es das auch. Wir sind dämlich, dass wir die ganze Zeit dran vorbeifahren. Kurz bevor wir hier in den Offroad-Part reingefahren sind, hatte ich echt ein ziemliches Down. Ich war richtig müde, weil ich habe heute Nacht auch nur 4 Stunden gepennt. Ich dachte so, oh, ob ich den Tag hier heute schaffe. Und dann kam der Offroad-Part und der hat mich irgendwie so richtig wachgerüttelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin jetzt hier gerade echt so, dass ich denke, Mann, das macht voll Spaß. Und ich könnte jetzt hier noch so 2 Stunden so weitermachen. Ich meine, werden wir wahrscheinlich auch. Das ist irgendwie schön, dass man merkt, dass mit dem Offroad, das kann einen auch stimmungsmäßig nochmal umschwenken. Wow, hier gibt es dann, wenn man oben ist, einen Rundumblick auf die andere Seite vom Berg. Wahnsinnig schön. Das macht hier richtig, richtig Spaß. Fahrerisch keine große Herausforderung, aber man hat ein bisschen was, wo man sich konzentrieren muss.
Wir haben heute große Höhenunterschiede zu überwinden, bekommen dafür aber auch eine spektakuläre Aussicht geschenkt. Für Julien ist es das erste Mal in Albanien. Ich war bereits auf einer Soloreise 2022 einmal kurz hier, auf der Durchreise von Montenegro nach Griechenland. Da habe ich mein Handy tagsüber in den Flugmodus gestellt und abends das WLAN im Hotel genutzt, um hohe Kosten mit meinem deutschen Netzanbieter zu verhindern und weil sich eine albanische SIM-Karte zu kaufen nicht gelohnt hätte. Da wir jetzt allerdings länger in Albanien bleiben und auch Offroad unterwegs sind, ist es diesmal anders. Wir nutzen nicht die Handykarte, die wir im deutschen Netz haben, sondern wir machen uns hier eine eSIM, in unserem Fall bei Airolo. Das kostet dann 4,50 € für 1 GB. 7 Tage ist das Ganze gültig. Gerade wenn dann Offroad unterwegs ist, für so einen Notruf ist das, finde ich, auf jeden Fall vonnöten, sich da abzusichern. Denn ich glaube, im deutschen Netz kommt man hier in den albanischen Alpen nicht so weit. Und es ist auch ziemlich teuer, zumindest von meinem Tarif. In den Shops hier bekommt ihr aber auch eine physische SIM-Karte mit zum Beispiel 100 GB für ca. 30 € mit Netz im gesamten Balkangebiet. Beim Durchfahren der Orte fällt mir auf: Die beste Handbremse bei den Autos der Albanern ist oft der Stein. Den legen die einfach unter den Hinterreifen und dann steht das Ding. Wir befinden uns kurz vor Škoda. Die zweite Etappe der Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien ist hier zwar noch lange nicht vorbei, dennoch wollen wir bereits jetzt eine Unterkunft finden, um morgen Zeit zu haben, einmal nach Škoda reinzufahren und ein paar Einblicke in die älteste Stadt Albaniens zu erhaschen. Erinnert mich hier echt ein bisschen an Marokko, wenn man dann hochguckt. Alkoholfreies Bier. What? Thank you on Albania. Faleminderit. 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 Ja, okay. Faleminderit. Ja, Faleminderit. Zum niederländischen Bier gibt es ein typisch albanisches Gericht, Vergäs. Das ist super fettig, schmeckt nach Käse sehr. Vielleicht ist auch ein bisschen scharf mit drin. What kind of meat is inside? No. Oh, cool, okay. Wahnsinn, wie günstig das hier ist. Wir zahlen jetzt hier für die Nacht 20 € und fürs Essen haben wir jetzt für eine große Pizza und 2 einheimische Gerichte plus 2 Bier 15 € für uns beide zusammen bezahlt. Echt empfehlenswert, hier essen zu gehen, irgendwo regional. Also das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Albanien. Wir haben hier ein Hotel gefunden, was echt richtig schön abseits liegt von Škoda. Und haben das heute Morgen echt genossen, hier die Stille bzw. die Tiere zu hören und ansonsten gar nichts. Das Wetter ist mal so richtig geil. Blauer Himmel und Sonne. So geht es nun auf in die 2400 Jahre alte Stadt und das wichtigste wirtschaftliche Zentrum des Landes, Škoda. Sehr wuselig hier. Also ich meine, hier kriegt man alles. Wenn man ein kaputtes Moped hat oder irgendwas braucht, hier findet ihr das auf jeden Fall. Die Leute, die überholen einen halt an unmöglichen Stellen, aber sind dabei ganz nett. Dürfen wir gehen? Ja, ich will die Frau vorbeilassen. Ja, weil hinter mir ist schon wieder alles am Drängen. Ja, aber die war ja da und ich wollte nicht einfach überfahren. Hier ist auch so ein Gefühl, der typisch... Verkehr läuft hier so ein bisschen anders. Also so, dass man hier einfach da fahren muss, wo Platz ist. Aber das ist ja doch schon eine Stadt so, ne? Irgendwie. Ist schon recht groß und nicht selbstverständlich, dass man hier einen Zebrastreifen die Leute vorbeilässt. Oh, hier kannst du Schuhe kaufen. Hier gibt es Air Max für 7 €. Ja, genau. Das sind echt hier Schuhmassen, die verkaufen. Und auch Kleidung. Ganze Wagen voll mit Kleidung. Armani-Decken, Louis Vuitton-Taschen. Wenn du sowas willst, in günstig, dann findest du es hier. Es ist natürlich alles fake, ne? Also Natürlich. Ja, er hat jetzt hier seinen ganzen Hausrat bei sich in Plastiktüten auf dem Fahrrad. Aber er hat schon eingekauft. Brot ist auch dabei. Einkaufen, das Stichwort. Während Julian das macht,
bleibe ich bei den Motorrädern als Oslo. Sì. Sì, Grande. Albania. Grande cuore. Ja, grande cuore. Lui. Onore. Io sono Romeo. Romeo, Caroline. Sì. Caroline. Caroline. Ah, mi piacere molto forte. Per Dio, per Cristo. Solo per piacere, solo per cognome. Capisco? I don't understand. This Io English. You are Albanian. Tu yeah. qua, per Ok. noi, tu sei molto simpatico. Molto simpatico. Tu. Io. Grande, Have a good day, have a good grande, grande. Ja, ich glaube, er fand mich sympathisch. Also wenn man hier am Straßenrand steht, mit so einem großen Motorrad, ich glaube, die erkennen sofort, woher man, also dass man nicht hier aus Albanien kommt. Ich glaube, ich sehe auch nicht aus wie die klassische Albanerin. Auf jeden Fall, ja, super sympathische Begegnungen hier. Außer einmal gestern habe ich so einen LKW überholen wollen und habe es nicht mitbekommen, dass hinter mir auch jemand überholen will. Und die haben sich richtig aufgeregt, richtig am Schimpfen und so. Da hatte ich schon so, oh Gott. Okay, das war nicht so gut. Aber wenn man hier so längere Zeit ist, dann merkt man, das ist normal, dass hier gehupt wird und sich aufgeregt und so. Halt sehr temperamentvoll. ein eher ruhigeres Temperament hat dieser umherstreunende Hund, der neugierig unsere Motorräder inspiziert. Na, du Hübscher? Richtig gut? Ja, hier sind so viele Straßenhunde. Die sehen auch teilweise echt verwahrlost aus. Aber der geht noch. Ich streichel dich jetzt aber lieber nicht. Ne? Dem nichts gegeben, aber jetzt, wo du hier mit Essen da bist, da weiß er genau, die kommen hier gerade einkaufen. Ja, geil, die sind ja durchsichtig. Guck mal hier. Oh, du bist reich. Also konntest du jetzt mit Mit Euro Euro bezahlen? konnte ich bezahlen, aber die wollten keine Münzen annehmen und dann kriegt natürlich deren Wechselgeld zurück. Okay. Oh, er freut sich, glaube ich, dass er uns getroffen hat. Also wenn man hier lebt, ich glaube, du wirst irgendwann einen adoptieren. Ich könnte, glaube ich, nicht anders. Okay, wir fahren mal eben tanken darüber. Erstes Mal tanken in Albanien. Das ist so süßer. Benzin? Anders als in Montenegro ändert sich in Albanien die Währung. Hier zahlt man mit Lek. Zwar nehmen viele Geschäfte auch Euro oder eine Kreditkartenzahlung an, aber nicht alle. Ist es better? Das klärt man besser vorher ab, da es sonst zu Komplikationen führen kann. Ah, ist das kompliziert. Wir hätten vorher fragen sollen, ob man mit Karte bezahlen kann, aber man kann nicht überall mit Karte bezahlen, ne? 8 Kilometer östlich von Škoda verzückt uns diese osmanische Bogenbrücke, die hier vermutlich im 18. Jahrhundert über den Fluss Kir gebaut wurde. Die Ura-e-Misit ist 108 Meter lang und besteht aus 15 Bögen. Die animalische Anziehungskraft der Tiere Albaniens ist auch in dieser Gegend stark spürbar. Oh, wir haben hier eine Schildkröte gerade entdeckt. Cool, vorsichtig, vorsichtig, eine Schildkröte. Eine Schildkröte, vorsichtig. Da unten, da, guck mal. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen, so am Straßen. Obwohl doch in Marokko hatten wir auch eine. Oh, die dreht um. Die dreht um. Ja, sie geht in ihr Häuschen. Na du? Da kommt sie wieder raus. Das ist ja wohl super süß. Wo will die denn hier hin? Die muss doch ins Wasser, oder nicht? Cool. Ist das unhygienisch, die Nein. anzufassen? Mal gucken einmal, wie schwer die ist. Oh, die hat richtige Vorsichtigkeit im Auto. Die hat richtige kleine Krallen. Und da unten ist auch das Wasser. Ja, du süße Maus. Nee, du bist ja gar keine Maus, du bist ja eine Schildkröte. Bist du ins Gestrüpp? Ey, wie cool. Du denkst dir auch, wer ist das? Du bist auf dem Roller. Was Flaches? Wir setzen dich hier in die Blumen aus, okay? Wieder irgendwas Giftiges. Ich hoffe, das ist nicht wieder irgendwas, was du nicht verträgst, du kleine Schildkröte. So, guten Ritt. Was ein tolles Erlebnis. Wir haben eine Schildkröte gesehen. Er fragt, ob wir ein Problem haben. Echt so nett, ey. Auf die Freude gibt es jetzt hier erstmal kalten Kaffee und ein Frühstück in den Bergen. Und wenn du denkst, in den Bergen Ruhe zu finden, dann hast du nicht mit den hubfreudigen Albanern gerechnet. Ah, das sind voll viele.
Das sind alles hier so Gönner, die Leute. Das finde ich so geil. Wer dir entgegenkommt zu Fuß oder wie auch immer, freundliches Lächeln, Grüßen, Daumen hoch, richtig viel Daumen hoch, auch zum Teil richtig weit weg. Gestern, der auf dem Heuballen da am Arbeiten war, winkt einem zu. Weißt du, bei uns, sobald du irgendeinen Weg reinfährst, gibt es grimmige Gesichter, selbst wenn du total rücksichtsvoll bist und auf die wartest, das Motorrad ausmacht. Kacken dich irgendwelche Fahrradfahrer an, von wegen, das ist hier keine Straße. Und hier freuen sich alle darüber, einzusehen, wie man hier so auf Adventure-Reise ist, so mit dem ganzen Gepäck und Dreck und so. Bei uns heißt das, Anzeige ist raus, Junge. Ja, das ist echt ein Kontrast. Ja, ärgerlich, so, wirklich. Ich verstehe unser Volk nicht, was das angeht. Naja, Überhaupt deswegen nicht. genießen wir das hier umso mehr und können einfach nur sagen, Albanien, dicker Tipp. Auf den letzten 17 Kilometern sind wir jetzt hier mit Ausblick. Unter einem Facebook-Beitrag von mir hatte jemand einen Kommentar geschrieben, dass sie jetzt auch den ACT gefahren sind. Allerdings hatten die ziemlichen Regen und haben für die letzten 7 Kilometer dieses Tages eine Stunde gebraucht, weil es einfach so schwer war. Mal gucken, wie das jetzt hier bei Trockenheit ist. Der Ausblick ist auf jeden Fall grandios. Total geil. Macht richtig Spaß. Also es ist Mega, so voll fluffig, soft, hier und da mal so eine kleine Welle drin. Macht voll Spaß. Ich meine, wir fahren jetzt hier zwar gerade extrem langsam, aber ich finde, das kann man so richtig genießen. Ich habe hier gerade gar keine Lust, schneller zu fahren. Das ist so toll hier durch Natur, wirklich zum absoluten Wohlfühlen. Und dazu die freundlichen Menschen. Einfach eine tolle Mischung. Also wir fühlen uns hier pudelwohl gerade in Albanien. Also Und hier wird einmal schlammig. guck mal, jetzt wird es schlammig und direkt hat man hier Ja. eine andere Herausforderung. Und gerade hat es auch so richtig gerochen nach so Thymian oder sowas war das. Ich bin ja jetzt nicht so der Gewürzexperte, aber es roch nach etwas, was man auch aus Essen kennt und voll schön hier so durchzufahren und da so hautnah irgendwie in dem Land drin zu sein. Näher kann man es, glaube ich, nicht erleben, oder? Es sei denn, man fährt mit dem Fahrrad, das hatten wir gestern auch 2 gesehen. Da bist du halt noch langsamer. Oh, das sieht ja voll verwunschen aus hier. Guck dir das mal an. Oh, ein kleines Fischlein sind da drin. Da sind Fische drin. Ja, der Fluss ist so gut wie ausgetrocknet, durch den wir hier fahren sollen. Einfach Gas und hoch da. In diesem Abschnitt ist es gar nicht so leicht, den richtigen Pfad zu finden zwischen Fluss und Kies. What a great day. Läuft. Die ausgetrockneten Flussbetten erklären übrigens auch, warum man hier an regnerischen Tagen mit deutlich mehr fahrerischen Herausforderungen rechnen muss. Wir sind echt hart drauf hier, ne? Und so stumpf, ne? Mit dem ganzen Möbelgerappel da oben drauf. Bei uns will man das wahrscheinlich einfach an Sperrmüll stellen. Damit wollen die jetzt hier mit dem Auto anscheinend durch, wo wir gerade hergekommen sind. Echt. So, geht das so? Boah, super. Ja. Aber hier steht, geht das? Kann ich so stehen bleiben? Ja. Hier ist nicht so schlimm, wenn man eine Macke dran macht. Das finden die dann, glaube ich. Ach, guck mal, hier sind mit dem Seil zusammengebunden, die Tür. Geil, ey. Okay. Etappe 2 der Adventure Country Tracks Albanien endet mit diesem Bild eines Hausbootes samt Palme auf einem idyllischen See, steinigem Fahrspaß und Schildkrötenrettung Nummer 2. Schon wieder eine Schildkröte mitten auf der Straße. Hello, my dear. Geht's dir gut hier? Ja? Oh Gott, die will schnell rein in ihr Häuschen. Die hat nicht so Bock. Ja, setz sie mal wieder schön an den Straßenrand. So, Endpunkt des Tages Nummer 2 endet mit 2 Tankstellen. Das heißt, wenn ihr tanken müsst, dann könnt ihr das gut hier machen und damit Daumen hoch für diesen Tag. Schön, dass wir heute mal nicht gefallen sind und viel Spaß hatten. Heute liegen 220 Kilometer vor uns, davon 52% Offroad und wir fahren jetzt erstmal zur Komani-Fähre. Heute lag am Straßenrand echt ein toter Hund. Neben toten Tieren sehen wir zum Glück aber auch wieder ein paar lebendige über die Straße hüpfen. Und ein riesengroßer Grashüpfer ist das hier. Na, wo verkriegst du dich denn hin?
50 Kilometer sind es vom Startpunkt bei Škoda bis zum Komansee, wo die Fähre morgens ablegt. Wir teilen die Etappe 3 der Adventure Country Tracks auf 2 Tage auf, was sich als eine gute Entscheidung herausstellt, denn die Route zur Komani-Fähre ist hauptsächlich eigentlich asphaltiert, aber es gibt immer wieder Stücke, die dann nicht asphaltiert sind oder auch wo dicke Löcher im Asphalt sind. Deswegen braucht man da auch ein bisschen länger für 50 Kilometer. Die Straße wird allerdings an vielen Stellen ausgebaut, was uns einige zeitraubende Baustellen beschert. Das hättest du in Deutschland niemals. So eine Baustelle, wo so nah, seine Scheibe ist auch komplett kaputt schon. Das wäre bei uns das absolute Gefahrengebiet. Ja. Wo du wahrscheinlich nicht mal als Bauarbeiter einfach so reinkommst, ohne irgendwie Sicherheitsunterweisung und irgendwas und voller Schutzmontur. Ja. Ich überlege, wofür ich bei der Arbeit überall eine Unterweisung und sowas wollte. Ich darf ja nicht mal Fahrrad fahren. Spannendes Albanien, wirklich. Es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt für diesen Abschnitt, auch wenn es nur 50 Kilometer sind. Man kann nicht so ganz pauschal sagen, wie lange dafür gebraucht wird, wenn die hier am Arbeiten sind und die Streckenverhältnisse wechseln stark. Zum Ableger der Fähre geht es durch einen spärlich beleuchteten Tunnel. Darin stehende Autos und LKWs könnt ihr einfach überholen und bis vorne durchfahren. Ja, okay, wir müssen da einmal an die Nachttickets fragen. Ne? Ja, die Fähre geht morgen um 9 Uhr. Wir sind ganz froh, dass wir das jetzt heute schon alles organisiert haben. Die sind echt freundlich hier. Kostet jetzt für die beiden Bikes und uns 2 Personen 64 € die Fähre. Hier könnt ihr noch was essen oder euch irgendwas zu essen kaufen oder zu trinken. Gibt's alles, zur Not auch ein Zimmer. Also, was heißt zur Not? Also, wenn man sonst nichts hat. Wir müssen morgen um 8 Uhr da sein, um dann von hier aus abzulegen. Übernachten wollen wir nur wenige Kilometer entfernt vom Ableger. Geil, er macht uns jetzt hier den Weg zum Hotel gerade frei. Da ist so eine Steinmauer. Kriegt man das schon hin? Ich glaube schon. Können wir da drüber? Okay. Oh je, das ist schon hart. Ich glaube, ich mache es langsam, ha? Ja. Die albanischen Bauarbeiter trauen Motorrädern jedenfalls einiges zu. Gut, dass wir im Offroad-Modus sind. Geht? Wow! Ja, geht. Schnell drüber zu fahren, nach dem Motto kurz und schmerzlos, wäre wohl besser gewesen, statt langsam und gefühlvoll. Okay, super. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich hoffe nur, dass wir dann hier morgen auch herkommen, weil wir zur Fähre müssen. Interessanter Weg zum Hotel. Das übrigens hier liegt. So, wir haben jetzt hier etwas gefunden mit einem wunderschönen Blick auf den See. Hier kann man doch gut einen halben Tag auf die Fähre warten und die Kamera ist dreckig. Genau wie ich. Ja, ist der Wahnsinn, was hier teilweise an schicken Häusern zwischen all dem Ruinen und Müllbergen neben der Straße dann doch zu finden ist. Und ich glaube, das ist auch schwer im Kommen. Viele sind hier am Arbeiten und am Bauen und es werden, glaube ich, immer mehr so mit westlichen Standards Hotels hier entstehen und Unterkünfte. Die Frösche protestieren schon dagegen. Wir essen sie daraufhin. Nein, das ist anderes Fleisch. Und frische Kirschen haben wir von dem Hausherren hier vorbeigebracht bekommen. Der meinte, take it, take it. Der hatte so einen riesen Eimer. Ich habe gesagt, irgendwann, es reicht. Mehr können wir gar nicht mitnehmen und essen. Das wird alles schlecht. Super, super lecker. Wir haben das jetzt hier darüber gefunden, dass wir das gesehen haben, dass es sehr schön aussieht. Aber da war nirgendwo jemand, den wir hätten ansprechen können oder so. Dann sind wir einfach zum Kiosk hier unten hingegangen und haben gefragt, ob die jemanden kennen, der das hier vermietet. Und die kannten den, haben den angerufen und gesagt, ja, okay, kannst jetzt hingehen, der kommt gleich. Einfach zu den Leuten hier sprechen, die kennen sich scheinbar besser, als man denkt. Wir sind froh, dass wir uns hier Zeit genommen haben. Solltet ihr die Etappe 3 jedoch an einem Tag fahren, plant genügend Zeit für den Weg zur Fähre ein und seid euch bewusst, dass ihr um 6 Uhr morgens auf dem Motorrad sitzen müsst. Jo, da sind wir. Wir haben jetzt hier nochmal 2 € pro Person Taxe bezahlt, um dann wirklich auf die Fähre zu kommen. Zeiten für die Fähre sind immer um 9 und wohl auch um 10. Wir haben das jetzt hier am Schalter gekauft. Allerdings könnt ihr das auch einfach online machen. Die Seite verlinke ich euch unten unter diesem Video. Und das Ganze geht zum Glück dann auch mit Kreditkarte.
Ja, von der Fähre aus habt ihr natürlich ganz wunderschönen Blick in diese Berge und ihr seht das Ganze einfach nochmal aus einem anderen Winkel als von der Straße auf dem Motorrad. Also von daher finde ich, ist es auf jeden Fall eine Erfahrung wert und einfach mal eine Abwechslung. Für alle, die lieber auf dem Festland bleiben, stellen die Adventure Country Tracks für diesen Tag eine Alternativroute zur Verfügung. Dann fahrt ihr einfach an dem Tag ein bisschen mehr Motorrad. Alternativ seid ihr jetzt hier 2 Stunden auf der Fähre. Der Komani Lake, auch Komansee oder auf Albanisch Liquiñi i Komanit genannt, liegt im Norden Albaniens in den albanischen Alpen. Der künstlich angelegte Stausee im Fluss drin wird zur Stromerzeugung genutzt oder eben um Touristen nach Albanien zu locken. Berechtigt. Mit der Fähre fahren wir durch eine tiefe Schlucht und zerklüftete Felslandschaften. Ein bisschen so stelle ich mir auch die Fjorde in Norwegen vor. 34 Kilometer lang erstreckt sich der See vom Dorf Koman zum Dorf Fjerza. Zeit, sich vom Schiff schaukeln zu lassen und die Ruhe der Natur auf sich wirken zu lassen. Auf der Fähre treffen wir auch Rainer. Hallo Caro, ich bin der Rainer. Ich habe eine Afrika-Twin, komme aus Eppstein im Taunus, in der Nähe vom Feldberg. Vielleicht wart ihr da schon mal gewesen. Jetzt genieße ich gerade hier die schöne Tour auf dem Koman-Stausee nach Fjerza. Richtigen Plan habe ich nicht. Ich will ein bisschen Offroad fahren, fahre also überwiegend Landstraße, kleine Straßen. Vielleicht fahre ich jetzt ein bisschen auf dem ACT. Mal schauen. Rainer spielt an diesem Tag noch eine größere Rolle. Doch noch sind wir ahnungslos. Die Fähre gleitet friedlich durchs schimmernde Wasser. Und dann sind wir schon am Ziel. Gerade abgelegt, kommt die nächste Herausforderung mit dem dicken Wohnmobil auf so einer albanischen Straße. Jetzt fährt der Albaner ihm das raus. Ja, wir Deutschen hier auf albanischen Straßen. Das Boot wird noch ein bisschen zur Seite geschoben. Ei. Boah, geil, ey. Runter von der Fähre geht es jetzt hier weiter auf dieser Bergstraße mit einem wunderschönen Blick auf den Fluss und ins Tal bzw. hier in die grünen Berge. Das macht echt Spaß, viele Kurven, immer mal wieder ein paar kleine Schotterstücke, aber insgesamt echt eine gut ausgebaute Straße. Vor uns liegen an diesem Fahrtag noch 66 Kilometer und an dieser Stelle geht es dann jetzt das erste Mal Offroad. Ab in die Felsen, Juppie, Schweinebacke. Aber erstmal ganz entspannt hier. Gucken, wie lange das noch so human zu fahren bleibt. Und man fährt hier vorbei mit einem krassen Blick auf die Staudämme und das Wasser, was davor liegt, ist einfach wieder so zauberhaft, durchsichtig und die Bäume wachsen aus dem Wasser hier raus. Es ist auf jeden Fall echt schön, hier so mitten durch die Natur zu fahren und auch wenn einem hier und da mal ein ziemlich schwerer, großer LKW entgegenkommt, die hier, glaube ich, irgendwie Steine abbauen, hat man doch das Gefühl, hier in einer unberührten Natur zu sein. Also ich meine, okay, die Straße, die ist, glaube ich, hier auch normal für die Autos befahrbar, also hier trifft man auf Autofahrer, aber so insgesamt ist hier echt wenig los an Verkehr und Menschen, die man hier unterwegs trifft.
Und nicht erschrecken, wenn die euch anhupen, die Autofahrer. Das bedeutet, so wie ich das bisher immer verstanden habe, so viel wie Moin. Also das ist so eine Art Gruß, dann 1, 2, 3 Mal gehupt und dann hat man sich Hallo gesagt. Und hier neben der Straße ist auch ein wunderschöner Bach. Allerdings ist der nicht mehr ganz so türkis, sondern eher bräunlich. Trotzdem schön, da so entlang zu fahren. Was eine Kulisse jetzt hier. Also das ist wirklich schön zu fahren und auch nochmal anders als das, was wir die letzten Tage hatten. Der Track führt uns mitten in die kargen Berge. Hier und da sucht sich das Wasser seinen Weg über das Gestein und die Straße hinab ins Tal. Die kleinen Rinnsäler geben der Landschaft etwas Malerisches. Plötzlich sind wir nicht mehr nur zu zweit, sondern zu dritt. Rainer haben wir zufällig unterwegs wieder getroffen und nun fahren wir zusammen. Der erst steinige Weg durch den Wald wird zunehmend erdiger und es bilden sich plötzlich ziemlich tiefe Rinnen, die den Boden teilen. So, hier sind jetzt dicke Furchen. Guck mal eben, wie Rainer... Okay, hier muss man jetzt durch. Wappa. Hier, ich bin jetzt drin. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber was will man tun? Irgendwann muss man halt rein, weil das am Rand einfach zu... Warte mal, ich mach mal kurz stehen. Einfach zu. Oh doch, ne, er fährt am Rand. Echt jetzt? Ja, meines aus. Er kommt gut vorbei. Ja? Okay. Ja. Hier oben geht's wieder. Ja. Ja genau, jetzt geht's hier unten nämlich links. Ich glaube, dann war es das mit dieser Schneise. Ja, das ist tricky, ne? Ja gut, und stell dir das mal vor, jetzt im Regen, dann bist du aber richtig am Arsch. Ja. Richtig am Arsch sind wir hier zum Glück nicht. Aber unser persönliches Hellbania, wie Touratech diesen Abschnitt taufte, kommt noch. Erstmal flügen sich die Reifen durch Pfützen, kleine Kieselsteine, über Grünstreifen und staubige Pisten. Wobei wir immer mehr Berge hinter uns lassen. So, auf den letzten 30 Kilometern geht es hier gerade noch mal richtig tief rein in die Minenbaustellen-Situation hier. Vorbei an so einem See, den die irgendwie, glaube ich, leer pumpen. So sieht es zumindest aus. Der ist zur einen Hälfte ausgetrocknet und riesengroß. Ja, und überall hier so Baustellenfahrzeuge, die auch noch am Arbeiten sind und so. Das ist Sonntag heute. So, okay, Albaner kennen da keine Freizeiten. Scheinbar. Ja, und der Rainer, der ist jetzt hier seit ein paar Kilometern Teil unserer kleinen Reisegruppe und fährt jetzt hier ACT mit uns. Der hat sich, glaube ich, die Tracks auf der Fähre runtergeladen und sich dann ganz spontan entschieden, sich da anzuschließen, beziehungsweise der ist erstmal alleine losgefahren und wir haben uns dann unterwegs getroffen. Per Zufall. Es erinnert so ein bisschen an den ACT Portugal, der ja auch teilweise durch so eine Mine fährt, so eine alte. Und diesen Minencharakter, den findet man hier definitiv wieder. Ja, da kommen gerade Erinnerungen hoch. Von einer Schotterpiste, die hier heraufgeht, senden wir einen Abschiedsgruß an die asphaltierte Straße, bevor es dann wieder fernab der Zivilisation und in die Berge geht. So, jetzt wird es hier noch mal ein bisschen waldig zum Schluss. Ab in den Busch auch noch ein Wasserfall. Mann, sehr schön zu fahren. Also dieses Land zeigt sich gerade echt von seiner allerbesten Seite hier. Boah, wie schön. Pass auf. Falsche Spur. Naja, macht ja nichts. Einfach durch. Wappa. Wappa. Immer wieder drehe ich mich um und gucke, ob Rainer hinter mir noch sichtbar ist. Ich warte mal kurz, ob er da ist. Ja, der ist da. Ja, okay. War das ein Geräusch von Fallen da hinten? Nein, der ist da. Das war ein Geräusch von Stein bei dir. Okay.
Wir sind uns auf der Fähre zum ersten Mal begegnet. Die Reise hat uns an diesem Punkt zusammengeführt. Und wir sind jetzt eine Gruppe, die gemeinsam diesen Tag fährt und aufeinander achtet. So, die Transalp hat sich eingegraben. Es ist einfach zu steinig hier. 1, 2 und 3. Oh, nochmal 1, 2 und 3. Sehr gut. Geschafft, dieses Hindernis ist überwunden. Wenig später gucke ich in den Rückspiegel und sehe plötzlich das. Papa. Rainers Afrika-Twin ist kurz davor, den Abhang runterzufahren. Ich helfe dir. Nach hinten. Ich hab ihn. Wir haben's. Noch ein bisschen nach hinten. Ja, ich glaube, so geht's. Ja, super. Ist gut. Das hat's in sich, das. Oh, da hat sich Rainer fast verabschiedet hier von der Straße. Dann einfach mal den Berg runter. Aber alles nochmal gut gegangen. Gut, dass wir alle zusammen sind hier. Alles gut? Super, perfekt. Gerne. So, Mann mit Ziegen voraus. Hey, wir fahren mal hier vorsichtig. Oh Mann, eine ganze Ziegenherde. Groß und klein. Och, Schätzelein, du bist ja... Was hast du denn? Hast du Gehfehler? Ich glaube schon. Oh nein. Kaum macht sich über die Behinderung von so einem kleinen Schaf. Überhaupt nicht, aber guck dir das mal an. Oh. Hi, du Süße. Nicht Angst haben, ich fahr mal weg. Richtig putzig. Hopp, hopp, wie die springen. Wäre gut, wenn wir auch über manche Hindernisse einfach so drüber springen könnten. Oi, oi, oi. Warte, ich helfe dir. 1, 2. Hopp. Und nochmal. Hopp. Jo. Bist du? Alles gut? Beine, alles heil? Ja, die hat ja aufgesetzt. Ja, bei mir auch. Scheiße. Ich schieb dich einfach von hinten. Gut. Ja, ist nichts passiert. Es liegen nur noch ein paar Kilometer vor uns. Gerade denke ich noch, dass der Tag so gut wie geschafft ist und wir gleich schön ein Hotel suchen, duschen und ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Da belehrt uns der Track eines Besseren. Der härteste Teil kommt nämlich erst noch. Ja, hier ist es jetzt gerade ein bisschen schwieriger, den Track zu erkennen. Teilweise ist einfach nur Wiese, aber das wurde auch vorausgesagt, dass es mal mehr mit Suchen zu tun haben kann heute. Und das hatten wir schon an 1, 2 Stellen, wo wir umdrehen mussten, weil wir falsch gefahren waren. Ja, jetzt ist es hier natürlich auch extrem bewachsen. Mir wurde auch gerade, jetzt ganz schön rechts halten, sonst geht es hier bergab. Oh, heftig. Oh. Dicke Furche in der Mitte. Das ist schon nicht ohne. Warte mal kurz. Ah, er liegt. Ja, er liegt. Okay, warte, ich kann mir ganz beschissen halten. Ja, ich gehe hin. Oh, der liegt richtig auf der Seite. Na, Furche. Ich fahr mal hier weg. Ja, das ist ja mal eine spannende Sache hier. Ich gehe mal gucken, was da los ist. Okay. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier ist es richtig tief. Eins, 3. Oh. Ja. Wenn er da kippt, dann tut er sich weh. So, ich halte hier an der Bremse oder willst du? Komm, wir halten hinten fest. Ja. Der Reifen ja, ich glaube, so ist ganz gut, oder? Hinten ist sicher. Ja, er rutscht schon ab. Warte, ich halte die fest hier an der Bremse. Du kannst sie loslassen. Dann kannst du drauf und am besten runterrollen. Ich hab sie auch. Jo. Okay. Wow. Puh. Ja. Da sieht man gar nicht so ohne, ne? Das geht auch so interessant weiter. Schauen, wie wir hier weiterkommen. Haltet euch hier in der Kurve bitte auf der linken Spur, weil die rechte wird tief. Dann Mento. Mittig geht's auch. Es kommt halt Baumwerk von oben. Ja.
Fahr bitte, wenn du mich siehst, rechts von mir, weil wir müssen hier eine scharfe Kurve machen. Okay. Wir müssen da runter und es geht ziemlich tief. Ja, genau, Okay, das das weiß war's. ich nicht. Ich kann nicht absteigen, weil ich kann sie nicht abstellen, das muss ich sie hinlegen. Okay, ich versuche. Nee, geht, alles gut. Ich muss nur einen Gang reinmachen. Jetzt ist er gefallen. Jetzt ist er gefallen. Scheiße. Ja, das kann hier spannend werden. Also das schaffe ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich fahre nach da hoch, um dann mich zu wenden und hier lang zu fahren, weil das ist hier eine krasse Kante, die runtergeht. Ja, ich komme. Die Kurve, die ist steil und es geht so einen Knick runter. Deswegen muss man ganz weit außen fahren, wenn man das schaffen will. Genau, hier so den Außen. Ja, ich schieb dir darüber. Alles gut. Super. Aber meinst du denn, ich sollte nicht besser erst die Afrika-Twin wegfahren? Weil ich stehe dir ja voll im Weg. So, ja, dann mach. Ich versuche die auf den hohen Part drauf zu kriegen. Hier. Sehr gut. Ja. Kannst auch wechseln auf Mitte, wie du willst. Es kann ja nicht an, dass das so endet. Ja, ist schon heftig, ne? Erstmal Pause. Krasser Scheiß, ey. So, auf die letzten, ich weiß nicht, 15 Kilometer. Schauen wir mal, was das noch gibt. Ja, das ist doch nett. Ja, es ist interessant hier. Ein Fuß ist schon wieder im Wasser. Und ich wollte halt langsam. Und jetzt liege ich auf. Scheiße. No. Ja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich mache hier das Beste draus. Oh nee, ich krieg's nicht hin. Das geht nicht. In der Zwischenzeit kommen die anderen beiden näher, um mir zu helfen. Aber sein Ständer steht noch nicht richtig. Wir haben hier gleich einen Doppeldecker an Fahrzeugen. Eine Afrika-Twin auf der anderen. Ja, super. Ich krieg die hier gar nicht, weil die so ein bisschen bergab. 1, 2. Ja. Das ist hier Kacke, ne? Geht. Ah, interesting, really interesting. Ja, die eine Stelle ist fies, ne? Ja, ich bin da einfach nicht hochgekommen. Ich stand da und kam nicht mehr auf den Boden. So, dann, boah. Wollen wir mal schauen, was die Transalp so drauf hat hier. Ja. Tut dem Motorrad nicht weh. Bremshebel ist verbogen. Also das sind halt so billige Blechdinger, die sind hier nur aus einem so einem Stahlstreifen. Aber der Vorteil ist, die kannst du wenigstens gut wieder zurückbiegen. Julian hätte bitte gerne Bremshebel aus Gold. Einfach durch. Kleine Frösche in der Pfütze, süß. Und noch eine Pfütze. Ja, das geht auch so schwierig weiter. Noch mehr tote Frösche. Es tut mir leid, Leute. Das ist sehr tief, das Loch. Tiefes Loch, uriges Waldgedöns und dazu echt noch ein bisschen Glatto. Glatto-Matto. Was ein Abenteuer. Auf den letzten immer noch 15 Kilometer, Leute. Wir kommen nicht voran. Hier auf jeden Fall rechts halten. Okay. Oh.
Froschloch. Wow. Ja, Gut. das hat doch echt noch in sich. Also Regen soll... Ey, hier sind so viele kleine süße Fröschlein. So, bei Regen, Leute, raten wir euch dringend davon ab oder zumindest wartet einen Tag. Oder habt leichtere Motorräder. Die letzten 15 Kilometer oder zumindest kurz davor so, ne? Das ist dann nochmal... Oh no! Ist halt extrem rutschig. Bin ich so runtergesliddert. Was eine Materialschlacht hier, ey. Ich sag dir ganz ehrlich, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, ja. Das habe ich wohl zu laut gesagt. Und als Strafe gibt es eine extra Schlammpackung für mich und die Afrika Twin. Warte. Was hier hin? Okay. 1, 2. Ich habe gar keinen Hebelwirkung. Ich stecke im Schleim. Leute, ihr hebt mich mit hoch gerade. Ich stütze sie ab. Ja, gut. Okay, super. Okay, das ist super toll hier. Jetzt bin ich auch eine kleine Kaulquappe. Alter, ich hab den Scheiß. Die Kamera. Was? Die Kamera, sonst ist die da weg. Wo? Welche? Die hier, die ist ab. Oh, wo ist die denn abgefallen? Oh je. Warte. Wo tust du das jetzt hin? Eben hier rein. Oh Mann. Kannst du die irgendwo hin tun? Ja. Geht. Wir kriegen kein Hotel heute. Wenn die uns sehen, machen die direkt die Tür wieder zu, ey. So viel zu den letzten Kilometern des Tages. Wir sind jetzt alle drei echt erschöpft und freuen uns darauf, aus den matschverschmierten Klamotten rauszukommen. Nichtsdestotrotz fühlt es sich fantastisch an, einen so abwechslungsreichen Tag in Albanien erlebt zu haben. Der Teamgeist bekommt besonders bei schwierigen Streckenabschnitten einen starken Vibe und es macht besonders Spaß, füreinander da zu sein, auch wenn man sich vorher noch nicht kannte. Jo, da sind wir. Das ist der Endpunkt vom ACT Tag Nummer 3. Aus die Maus. Fertig. Decki. Kommt noch jemand? Hi. Check. Angekommen am Hotel, was wir jetzt auch noch eben schnell hier gefunden haben, in Reschen, wenn man das so ausspricht. Da werden wir jetzt mal einchecken, ein Bierchen trinken. Für 30 € ist das echt ein super Preis. Gibt einen schönen Ausblick hier noch auf die Stadt. Was zu essen kriegt er hier auch, weil das nämlich auch ein Restaurant ist. Perfekt. Die Stiefeltrocknung läuft seit gestern Abend hier mit dem Heizlüfter vor den offenen, total vermatschten Motorradstiefeln. Einen wunderschönen guten Morgen hier an Tag Nummer 4 der Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien. 200 Kilometer liegen vor uns, davon 50% Offroad. So unangenehm, in diese Stiefel wieder rein. Es hat wirklich geholfen mit dem Heißlüfter. Dann verabschieden wir uns von Rainer, mit dem wir gestern einen ereignisreichen Tag Offroad erleben durften. Er fährt von hier aus Richtung Meer. Gute Zeit am Meer und überhaupt auf deiner Reise. Euch auch? War sehr schön. Ja, ciao, mach's gut. Ciao. Ja. Ciao. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Bis dann. Ja, du hast uns ja auch geholfen. Ja, schon. Ich war sogar mal ganz froh, dass ihr gefallen seid. Wenn immer noch ich falle, das ist scheiße. Mit vollem Tank geht es direkt zu einer guten Tat. Schildkrötenrettung. Man kennt es. Die läuft allerdings echt beschissen für Julian. Julian wurde gerade... Ey, ich will die nur retten und dann kriege ich hier die Scheiße ab. Das war das Angstkeckerchen. Komm. Ja, der LKW wäre drüber Ja, gefahren. der LKW wäre wirklich drüber gefahren. Da hätte sie einen harten Panzer gebraucht. Oi, Schildkrötenrettung am Morgen hier. Geht schon gut los. Da hat die Kröte gerade noch mal Glück gehabt, dass wir im richtigen Moment vorbeigekommen sind. Wilde Hunde kommen in Albanien auch oft auf den Straßen vorbei. Wie es uns damit ergangen ist, das seht ihr in den folgenden Minuten. Schreibt eure Erfahrungen mit wilden oder Hütehunden gerne in die Kommentare. Und plötzlich wird aus der okayen Asphaltstraße eine ziemliche Schotterstraße mit einem mega geilen Ausblick hier, aber schon in einigen Parts, die so ein bisschen Vorsicht erfordern. Das ist hier tatsächlich, glaube ich, auch echt eine normale Straße, die mit Autos benutzen. So, hier mussten wir mal kurz anhalten, um den Ausblick von hier oben zu genießen. Das ist echt richtig schön, hier lang zu fahren. Und hört mal die Vögel.
Um das Glück dieses Moments zu genießen, gönnen wir uns ein paar Minuten Stillstand mit diesem Premium-Ausblick ins Tal und 5-Sterne-Wetter. Wer weiß, wie lange das noch so bleibt. So, das Wetter sieht hier gerade etwas bedrohlich aus. Gut, die sind hier noch mit dem Radl unterwegs. Oh, Caro, hier kommen wieder meine Lieblingspfützen, deine ne? Stellen, ne? Wo Julian dann sagt, ich fahre rechts und ich sag, ich fahre links. Er fährt durch, ganz easy peasy. Ich bleib drin liegen und fall um und ganz toll Matsch. Heute zur Abwechslung mal kein Schlammbad. Gerade noch mal Glück gehabt. Plötzlich hören wir eine seltsame Sirene. Hi, can we go there? To Elbasan. Elbasan. Ah, okay, yeah. Yeah, we can go there? Okay, thank you. Hi. Die Jäger und ihre Hunde sind freundlich. Zum Glück. Dass das mit den Hunden nicht immer so ist, das kennen wir ja aus dem Balkangebiet. Die Kühe sind zum Glück entspannt. Hier hat wieder ein Horn abgebrochen, eins ist noch dran. Wunderschöne Pferde. Wir könnten jetzt aufs Pferd umsteigen, wenn wir wollten. Ich nehme den linken, du nimmst den rechten. Na du, komm mal her. Die haben Angst. Oh, schade. Das sind keine wilden Pferde, weil die haben Halfter um. Ach ja, toll, lauft mein Moped um oder was? Weiter auf schmalen Pfaden, die wir uns mit dicken LKWs teilen, vorbei an zerstörten Häusern mit freundlichen Menschen davor und beeindruckender Natur. Hey, can we help? Ah, meinst du, du kannst irgendwas machen? It's okay, it's okay. It's okay, or do you need help? Öl? Oil. Okay, aber ich glaube, wir können mir nicht helfen. Ich glaube, wir haben... Okay, sorry, bye. Kommt bestimmt jemand und hilft ihm demnächst mal. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. So, der erste Offroad-Part liegt jetzt hinter uns und eine abenteuerliche Brücke vor uns. Das Holz ist da irgendwie so übereinander gelegt. Teilweise kann man von da oben aus zwischen den Holzplanken bis auf diesen Fluss da unten blicken. Also da ist man ganz froh, dass die da doppelt die Planken teilweise gelegt haben. Ja, weiter geht's jetzt ein Stück Straße hin zu einer etwas größeren Stadt. Da wir diese Tage viel in den Bergen fahren, die uns landschaftlich mächtige und beeindruckende Panoramen schenken, bilden solche kleinen Stadtdurchfahrten genau die Abwechslung, die es braucht. Eine Pause am Straßenrand bleibt von den Albanern nicht unbemerkt. Weiter geht es über frischen Asphalt, der schon vermuten lässt, dass sich die Straßenverhältnisse in Albanien zunehmend verbessern. Liebhaber von Schotter und Sand müssen also weiter in die Berge fahren. Das war auf jeden Fall jetzt hier gerade so ein leicht suizidgefährdeter Hund. Der ist da einfach liegen geblieben. Das hat den ja nicht gejuckt, dass wir da gekommen sind und offen zukamen. Umso mehr juckt unsere Anwesenheit dafür die Kinder, die uns vom Straßenrand entgegenwinken und rufen. Wir nähern uns so langsam aber sicher nach ein paar Baustellen der Zielstadt Elbasan. Hier an dieser Tankstelle in Elbasan endet jetzt für uns hier der Track. Es war heute wirklich ein sehr, sehr entspannter Tag. Wir sind echt ganz easy auf vielen befestigten Straßen unterwegs gewesen. Ich glaube, die haben mehr erneuert als zu der Zeit, als der Track quasi aufgenommen wurde. Von daher ist Tag 4, wenn ihr das mal nachfahren wollt, der Tag, wo ihr euch auf Entspannung einstellen könnt. Untergekommen sind wir jetzt hier im Kriva Resort. Das ist ein bisschen außerhalb von Elbasan, aber für 40 € inklusive Frühstück, also auch sehr günstig. Albanien eben. In diesem Sinne, guten Hunger. You take a
ACT-Tag Nummer 5 startet jetzt gleich mit 120 Kilometern, die insgesamt vor uns liegen. Davon 60% Offroad und ganz, ganz, ganz viel Schotter. Heute ist es 8:50 Uhr, als wir hier in den Tag starten. Und die Sonne knallt schon ordentlich. Nur mit der Protektorenweste und einem Top drunter ist es angenehm. Boah, bei mir jetzt schon 25 Grad. Sobald es hier dann mit dem Schotter anfängt, geht es auch gleichzeitig in die Berge. Und es ist total grün und wunderschön hier am frühen Morgen. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass das doch eine andere Nummer ist, wenn man gerade erst wach geworden ist. Und direkt geht es hier los mit so einem Offroad-Part, wo man sich schon ein bisschen konzentrieren muss, weil der Schotter teilweise sehr lose ist. Aber der Ausblick ist einfach fantastisch. Phänomenal, echt. Hui, Schafsherde gekreuzt. Süß. Die Nonna, hör mal, die ist auch super. Sie winkt sogar. Kurz darauf wird die Strecke ziemlich steil und steinig. Soll ich mal hochfahren und zur Not dir helfen, falls ich es überhaupt schaffe? Ja, Vorderradbremse und man rutscht wirklich. Man muss halt einmal Speed haben, ne? Aber dieser tiefe Schotter, ich komme hier nicht raus. Ist aber ein sehr schönes Bild von hier oben. Irgendwie schafft es Julian dann doch, alleine vorwärts zu kommen. Und die Fahrt kann weitergehen. Erstmal zumindest. Die nächsten Hindernisse lassen nicht lange auf sich warten. Oh, warte. Scheiße. Oh. Hier sind irgendwo auch Hunde. Hörst du die? Da ich mal von einem gebissen wurde, geht bei mir direkt das Adrenalin ins Blut. Da sind irgendwo Hunde. Ja, ist okay. Ist aber nicht schlimm, die sind irgendwo angesperrt. Nee, die sind da. Weil da ist jemand mit Ziegen. Jetzt haben wir die Situation, wir können hier nicht weg von den Hunden. Wir gucken die nicht an. Alles okay. Ja, die bellen nur, ist alles gut, ja. Die machen nichts, Karo fährt. Das sind jetzt super viele Hunde halt hier. Ruhige Bewegungen nur. Der gähnt schon. Alter, meine Unterarme brennen. Karo, fahr einfach auf den Hund zu, das ist okay. Er geht schon weg. Nicht jetzt in diese gefährlichen Sachen fahren. Wo er pisst, er markiert in seinem Revier. Keine Angst vor dem Hund. Gerade noch mal Glück gehabt und sicher an den Hunden vorbeigekommen. Da bahnt sich schon das nächste Unheil an. Da sind die Schafe, deswegen danke. Danke, dass du bei mir bist. Wow. Oh, Hunde, ey, mein Thema, echt. Aber das war jetzt gut, weil wir sind da nicht so durchgebrettert. Wir mussten quasi stehen bleiben. Und wir haben erlebt, dass die Hunde nichts machen, ne? Oh, ich habe, glaube ich, gerade... Ey, was ist mit meinem Motorrad los? Was? Irgendwie gebe ich Gas und die macht nichts. Hast du einen Gang drin? Ja. Irgendwie ist es ganz komisch. Man gibt halt Gas und es passiert nichts. Nein. Ha? Die hat ja auch einfach gar kein Spiel. Ach du Scheiße. Ja. Die hat ja gar kein Spiel. Nicht, dass dauerhaft deine Kupplung geschliffen hat, dann ist einfach die Kupplung im Arsch, dann ist die Fahrt hier vorbei. Scheiße. Das ist jetzt gerade, ich bin nicht hingefallen, gar nichts, aber... Ja, das fühlt sich an nach einer schlafenden Kupplung. Dann sind einfach durch diese Offroad-Fahrten, dann sind die Scheiben blank. Da passiert, die überträgt keine Kraft mehr. Ich hoffe mal, dass man mit ein bisschen Spiel hier Druck drauf bekommt. Oh. Ich meine, wir haben Glück, dass wir jetzt noch so nah an so einer Stadt sind, ne? Weißt du, hier ist ja volles Programm Druck drauf. Ja. Das heißt, die ist die ganze Zeit leicht am Trennen. Da kommt ein LKW von hinten. Ich fahr mal eben deine weg. Sonst fahr mal da vorne hin und dann schieben wir zusammen die auch dahin. Und unser Bordwerkzeug kommt zum Einsatz, denn hier ist jetzt gerade mal ein bisschen Schrauben angesagt, damit es überhaupt weitergehen kann. Wir kommen da halt sonst nicht dran, aber wir brauchen wahrscheinlich nochmal eine Zange. Ich löse das jetzt ein bisschen. Wir hier noch ein bisschen mehr Spiel reinbekommen. Irgendwas ist mit der Kupplung nicht in Ordnung. Die hat gerade gar nicht mehr getrennt und ist voll auf Zug. Da das so von Anfang an nicht sein kann, muss irgendwas in den Kupplungslamellen oder sowas sein. Geht es besser? Ja, es geht besser. Sehr geil. Was machen wir? Weiterfahren Offroad oder ist es scheiße gefährlich, weil wenn uns das irgendwo liegen lässt, dann... Ich meine, wenn sie trennen, muss man gucken, wie sich das jetzt verhält. Aber ich meine, jetzt verhält die sich ja normal. Ja, wir können ja jetzt einfach mal ein bisschen längere Zeit die Motorräder tauschen. Du hast da ein gutes Gefühl für mit der Kupplung und ich lerne mal ein bisschen hier die Transalp kennen. Ja, können wir sonst so machen. Wir haben bis jetzt noch keine Albaner mit einer Afrika-Twin oder überhaupt mit Motorrädern wie unseren herumfahren sehen. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis man hier solche Ersatzteile bekommt. Von daher gerade noch mal Glück gehabt. Yeah! Nach dem steilen Start
am Morgen. Ging es danach erstmal wieder ein Stück Straße und dann sind wir jetzt hier wieder bei einem Schotterpfad. Der ist allerdings sehr, sehr gut zu fahren. Der Schotter ist fest und das ist ein gut ausgebauter Weg. Und ein bisschen Wasser haben wir auch. Oh, das sieht ja toll aus. Schön, ne? Ich finde das Total. sowieso hier gerade total schön. Oder eben Total so schön. eine super Mischung zu aus Fahren und Natur. Das lässt sich halt so angenehm fahren, ne? Das Problemchen bei der Afrika Twin ist übrigens bis heute nicht wieder aufgetaucht und sie hat mittlerweile über 8000 Kilometer gelaufen. Zurück in Deutschland wurde das Motorrad durchgecheckt, Öl gewechselt und keine ungewöhnlichen Verschleißspuren festgestellt. Wahrscheinlich hat sich die Kupplung auch einfach vor den Hunden erschreckt. Gerade noch mal Glück gehabt, dass es nur ein kurzer Aussetzer war. Ich fahre diesen Tag mit der Transalp weiter und muss sagen, sie überrascht mich positiv mit einem Gefühl von Leichtigkeit. Auch Offroad. So, jetzt wird es hier ein bisschen steiler mit Kurven und dicken Steinen. Ja. Albanien begeistert uns landschaftlich, menschlich und animalisch, wenn man das so sagen kann. So fernab der Zivilisation wir uns hier in den Bergen, weit entfernt von der nächsten Stadt auch fühlen, immer wieder treffen wir auf Hirten, Bauern und Kinder, die uns das Gefühl geben, irgendwie nicht alleine zu sein. Von diesem Ort, wo wir jetzt hier gerade eine Pause gemacht haben und man einen Blick in den Berg da drüben hat, der sogar noch oben Schnee hat. Von hier aus geht es jetzt noch 40 Kilometer auf dem Track weiter. Wir wissen ja, selbst 15 Kilometer können lang sein. Aber ich finde es gerade so entspannend, in solchen Momenten zu sehen, wenn man auf so eine Schafsherde oder eine Ziegenherde zufährt und die hat einen Hund als Hütehund dabei. Der sieht uns, aber wenn wir so ganz langsam und ruhig einfach so vorbei an den Ziegen fahren, der hat nichts gemacht. Der hat einfach geguckt und dann haben wir uns wohl gut verhalten und dann war das für den auch okay. Zweifelsfall 90 Grad zum Hund. Wir haben in einem Beitrag gesehen, in einem Forum, da hat einer beschrieben, wie er mit Hunden umgeht, dass er schon 2 tot gefahren hätte. Man sollte sich mittig zum Hund halten, relativ auf die Körpermitte ziehen und ungefähr 90 Grad zum Hund haben. Das wäre dann eine sichere Methode. Merkt man fast gar nicht im Lenker, hat er geschrieben. Furchtbar, das haben wir also... Ziemlich makaber. Er hat es dann auf Nachfrage der Forumsmitglieder noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Für Hundeliebhaber hat er, glaube ich, das Herz geblutet. Nee, aber das machen wir natürlich nicht hier. Also wir zielen die Hunde nicht an und wollen die überfahren. Hier in dem Ort Gramsch kommt man mal kurz zum Stocken, denn der Verkehr geht irgendwie nicht so richtig gut voran, aber immerhin ist kein Stillstand. Keine Ahnung, warum da vorne Polizei leuchtet. Ist aber so, glaube ich, ein ganz nettes Städtchen. Also es ist ganz schön belebt hier. Oh, und da ist auch so eine Moschee wieder. Die sieht man immer wieder in solchen Orten. Erkennt man dann an diesen Türmchen, sind meistens weiß und glänzen oben an der Kuppe dann. Für die Muezzingesänge, der Lautsprecher davon. Ja, wo muss ich lang? Geradeaus? Ja, Julian, du bist kein Muezzingesänger. Das sollst du besser sein lassen. Gramsch ist eine Kleinstadt im Südosten Albaniens mit ca. 6.800 Einwohnern. Der Ort liegt im Tal des Flusses Devol. Kurz nach Gramsch fährt man dann nochmal über die Brücke auf die andere Seite des Flusses und dann geht's hoch in den Berg wieder auf einer schönen Geländestraße. Bitte was? Du hättest fast einen Hut auf dem Gewissen gehabt.
Ja, wenn mir das in den Reifen flattert, kann ich ja auch nichts dafür. So ein Huhngehirn kann man ja schlecht kalkulieren. Das ist noch ein. Da steht schon wieder so ein Esel. Karo und Esel zwischen den Speichen noch einmal. Die haben immer so geile Sättel, ey. Hier geht's ruhig runter, ja. Vorher aber einmal die Aussicht genießen können, war schön. Ich glaube, hier kann man auch ganz gut außen rumfahren. Ja, wollte ich auch gerade sagen, aber ich mach's nicht. Ich nehme mal hier den kleinen Außen. Aber toll, ich finde es total gut gerade. Voll, also dieser mega Ausblick, Bock. ey. Ja. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn, ey. Und das Terrain macht richtig Spaß hier, finde ich, vom Untergrund. Ja, ich glaube, wir müssen ja mal ein Foto machen, oder? Das kann man nicht ohne Foto lassen. So, oh, hier das kriegt richtig Angst. Ja, aber das Schaf ist festgebunden. Ja, aber das hat gerade so ein... Oh je, ganz langsam. Hi, hi, hi. Wir fahren ganz vorsichtig an euch vorbei. So, nichts passiert. Schaf ist noch an Bord. Von Bord der Afrika Twin wird Julian einige Kilometer später unfreiwillig abgeworfen. Den letzten 20 Kilometern. Es geht hier richtig steil bergunter mit diesen Schneisen. Und da hat es Julian gerade gerissen. Der Afrika Twin. Ich bin hier angehalten und du hast hier halt so einen Höhenunterschied. Und dann wollte ich hier das Bein runter machen und ich habe das nicht gesehen. Und dann war hier einfach ein Loch. Und dann kippst du einfach um mit Ja, den ganzen Sachen. ja. Da kannst du nichts machen. Das ist aber auch schon echt, wenn man hier diese Brocken da sieht. Ja, nicht ohne. Wie machen wir es? Ich heb hinten, du vorne. 2. So, jetzt. Ja. Soll ich die mal fahren? Hier, warte mal, wo ist das Teil? Da. Hier haben wir uns extra die Sollbruchstellen reingemacht, damit nicht der Hebel abbricht, sondern an der entsprechenden Stelle. Pass auf, du hast keinen Helm. Da mein Helm unten bei der Transalp liegt, fahre ich das kurze Stück ausnahmsweise ohne Helm. Ganz langsam. Aber natürlich verboten. Also bitte nicht nachmachen. Absoluter Trick hier. Macht die Weiterfahrt im Zweifelsfall überhaupt möglich, weil wenn jetzt hier der Bremshebel abgebrochen wäre, hier ist einfach nichts, überhaupt gar nichts, außer diese Straße mitten in den Bergen, dann wären wir jetzt hier ganz schön gelackmeiert. Ah, und da oben fängt es gerade an zu gewittern. Ich habe gerade den Donner gehört. Ja, ich auch. Ich dachte, da käme das Auto von oben, aber es scheint wohl... Gut, dass wir nur noch 20 Kilometer haben. Und wir hoffen, dass die jetzt ein bisschen besser gehen. Es zieht sich gerade richtig zu. Ja, lass uns gucken, dass wir Land gewinnen hier. Wenn das jetzt anfängt zu gewittern und wir sind hier in den Bergen, ist nicht so geil. Und wir haben, glaube ich, richtig Glück mit dem Wetter. Wir fahren nämlich gerade davon. Eine dicke, dicke, schwarze Wetterfront aus Gewitter verfolgt uns hier. Die hängt da jetzt noch in den Bergen drin. Und je näher wir nach Berat kommen, desto zutraulicher werden hier die Kinder. Die kommen hier wirklich auf uns zugerannt und wollen uns die Hand schütteln bzw. damit einschlagen. Ich kenne das ja aus Marokko. Wir haben das ja auch schon gestern gehabt. Da hat uns einer dann den Mittelfinger hinterher geschmissen sozusagen und uns dabei beschimpft. Das war aber das erste und das ja, hoffentlich auch einzige Mal hier. Sonst bisher immer alles sehr, sehr freundlich und herzlich. Um kurz vor 2 erreichen wir schon die Zielstadt Berat. Mit dieser Brücke ist der Endpunkt der 5. Etappe der Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien erreicht. Von hier fahren wir hoch zur Burg Berat, eines der beliebtesten Touristenziele in Albanien. Die man an dem Menschengetümmel unschwer erkennen kann.
Kaum angehalten, spricht uns ein neugieriger Italiener an. Yes, and muddy. We were off-road, right? Direkt neben der Burg haben wir jetzt hier ein Hotel gefunden, was nur 35 € die Nacht kostet, inklusive Frühstück und wirklich direkt daneben ist. Und es ist wirklich sehr schön hier. Die Stadt Berat ist bekannt für ihre osmanische Architektur und die charakteristischen Häuser der 1000 Fenster. Sie liegt etwa 70 Kilometer südlich von Tirana im Bergland Zentralalbaniens. Das prunkvolle Gebäude ist übrigens das 5-Sterne-Hotel der Stadt. Sie wird auch als die Weiße Stadt betitelt. Die Kosenamen beziehen sich auf die vielen Fenster der historischen, weiß bemalten Häuser, die markant aus der Landschaft hervorstechen. Aus dem Slawischen übersetzt bedeutet Berat übrigens die schöne Stadt. Von der auf über 200 Meter gelegenen Hohen Burg aus bekommen wir einen tollen Blick auf die gesamte Stadt und das umliegende Land. Die Burganlage wurde in ihrer heutigen Gestalt im Wesentlichen im 13. Jahrhundert errichtet. Sie ist eine der wenigen Burgen in Europa, die heute noch bewohnt sind. Rund 100 Familien leben innerhalb ihrer Mauern. Unter dem Namen Kalaya bildet die Festung sogar einen eigenen Stadtteil. Jetzt kommt hier noch ein Ritter von seiner Burg. Ritter, Schafhirten, brutale Ziegen. Hier gibt's einiges zu sehen. Der Mann, der mit den Schafen spricht. Ich glaube, Julian hat jetzt neue Lieblingstiere. Ja, der freut sich immer, der denkt, jetzt gibt's hier gleich eine Streicheleinheit. So wunderhübsche Hunde hier, echt. Wie schön, dass es das hier komplett umsonst zu besichtigen gibt. Was hier Geld kosten würde, wäre dann jetzt hier noch so ein Guide, von denen hier viele rumlaufen und die ihre Dienste anbieten. Na, hast du auch was dazu zu sagen? Nö. Aber neugierig bist du, ne? Auf dieser Reise lernen wir auch die albanische Küche von ihrer besten Seite kennen. Gefüllte Auberginen, Paprika mit Reis, Köfte, Bifteki, eingelegte Gurken, Oliven und Tofu, Peperoni-Creme, Blätterteig mit Käse und Couscous-Tart. Ich habe selten so gut und für so wenig Geld gegessen wie in Albanien. Das ist schon echt beeindruckend hier. Also wenn ihr in der Gegend seid, schaut hier unbedingt mal vorbei. Ist zwar auch eine der Touristenattraktionen hier, aber berechtigt. Da die Grundfläche der Festungsanlage ungewöhnlich groß ist, fanden im Mittelalter nicht nur alle Einwohner Berats darin Platz, sondern neben den Wohnhäusern auch insgesamt 20 Kirchen und eine Moschee. Von den meisten dieser Götterhäuser sind heute nur noch Ruinen erhalten geblieben. Wir legen hier einen Tag Pause ein, um Burg und Stadt in aller Ruhe zu erkunden. Wenn ihr bei Sonnenuntergang hier auf die Burg geht, dann habt ihr es natürlich nochmal besonders schön, weil das Licht ist einfach einzigartig. Und ihr hört die Muezzingesänge, die hier 5-mal am Tag sein können zu den Gebetszeiten. Das ist allerdings immer unterschiedlich, weil sich das nach dem Sonnenstand richtet. Und mit etwas Glück endet der Reisetag trotz aller Widrigkeiten mit dem Gefühl: Ich bin der König der Welt! Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Albanien über den Dächern der Stadt Berat. Hier beginnt der Tag 6 der Adventure Country Tracks Albanien-Montenegro und damit auch der letzte Tag unseres Abenteuers On- sowie Offroad. Dieser Tag lässt sich in mehreren Varianten fahren. Es gibt einmal Hard Plus für die richtig harten, dann gibt es Hard und es gibt die Möglichkeit, einfach nur Straße zu fahren. Ich habe jetzt im Navi mal die normale Variante, also ganz normal in Anführungsstrichen hart eingegeben. So starten wir hier mit einem etwas holprigen Beginn auf den ersten Metern durch diese kleinen Straßen mit so einem extrem rutschigen Kopfsteinpflaster. Hier ist irgendwie Polizei. Warum? Man weiß es nicht. Fahren wir? Ach, das ist irgendwie Feuerwehr. Irgendein Fest, irgendeine Demonstration. Das behindert unsere Weiterfahrt raus aus Berat aber nicht.
Was uns kurz darauf auf der Route jedoch stoppt, ist, Big Surprise, eine Baustelle. Toll. Mehrere Esel. Ja, fahr doch einfach, oder Ja, nicht? weißt du, was los ist, wenn der tritt? Der tritt nicht. Opa, du stehst auf der, Ja. da ist irgendwie eine Leine am Boden. Der Warte. hat sich hier verfangen. Ja, warte, ne? ich steig ab. Ich kann die Maschine hier abstellen. Ich hoffe, die fällt jetzt nicht um. Okay. Eselchen, du hast dich hier verfangen mit deiner Leine. Im Boden. So. Jetzt komm mal hier auf die Seite. Lass mal Julian vorbei. Komm, Also, ich bist da unter seinem Fuß. komm, du bist an deinem Fuß. Soll ich dir mal helfen? Komm mal her. Alles gut. Komm her, dein Huf ist da. Komm, ich helfe dir. So. Befreit. Dann komm mal hier auf die Seite. Komm. Komm, du kleiner sturer Esel. Komm, da kommt ein Trecker. Komm, da kommt ein Trecker. Da ist auch ein Hund. Ja, Okay. dann lassen wir den jetzt erstmal hier durch. So. Muss jetzt erstmal. Wir können, okay. Also auch noch Walla mit Erit. Ui, du kleiner Mops, du. Jetzt geradeaus quasi, den mittleren. Nicht links, nicht rechts, geradeaus nein, irgendwie. nein, den nicht. Der ist falsch. Die Baustelle zu umfahren gestaltet sich als herausfordernd. Jo, jetzt ist hier gerade genau das passiert, was nicht passieren sollte. Ich stecke hier mit der Maschine mitten in so einer Spurrille, mitten da, wo es einfach total sandig ist. Oh, Hilfe, nicht die Kupplung ziehen. Aber ich muss, weil ich komme... Oh, scheiße, ich rutsche. Hinterradbremse anmachen. Und jetzt langsam die Kupplung kommen lassen und hoffen, dass es irgendwie vorwärts geht. Ja. Leute, ich ziehe die Bremse, aber... Alter, scheiße. Ja. Nein, scheiße. Ich rutsche, scheiße. Ich komme hier nicht weg. Fuck. Mitten am Hang. Übrigens, bis zu diesem Moment bin ich noch auf der Suche nach einem Namen für die Afrika-Twin. Komm schon, Black Pearl. Nee, Black Pearl hört sich kacke an. No. Hermann, komm Hermann. Hermann, hau rein. No. Herbert, läuft doch. Herbert, du schaffst es. Yeah. Herbert und Frau Caro, die laufen hier gemütlich durch Albanien am Hang entlang und fahren so schön in der Spurrille. Was für eine Scheiße, ey. Am frühen Morgen sowas, ey. Holla die Waldfee. Ich habe mich gerade entschlossen, wie mein Motorrad heißen soll. Herbert. Herbert ist genau das Richtige. Herbert kann ich rufen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ja, das ist doch schön. Leute, was eine Action am frühen Morgen. Ich muss mich erstmal ausziehen. Ey, ich sitze noch nicht mal 10 Minuten auf dem Motorrad hier und die Unterarme sind einfach schon wieder zu. Es ist unfassbar. Und das, obwohl wir noch nicht mal Track gefahren sind, sondern eigentlich auf dem Track nur hin wollten. Was ein Abenteuer. Das Abenteuer belohnt uns mit einem grandiosen Ausblick. Ey, geil. Was für eine Action hier morgens auf der Baustelle. Also was gäbe es bei uns auch nicht, dass hier einige laufen unter irgendwelchen laufenden Fahrzeugen drunter her winken, die hier irgendwie gerade am Arbeiten sind oder so. Bei uns kriegst du nach 3-mal, wenn du unterm Kran herläufst in der Firma, eine Abmahnung oder irgendwie fliegst du raus wegen Arbeitssicherheit. Und hier so einfach, ja, warte mal eben, der räumt hier noch eben den Baumstamm weg oder kippt da eben noch seine Schütte Kies ab und dann fahren wir drunter her einfach. Hier geht es von der einen Baustelle direkt in die nächste. Also Ja. bis jetzt ist hier eigentlich, seit wir heute Morgen gestartet sind, nur Offroad, ne? Entweder Baustelle oder Schotterstraße. Hält dieser Tag für uns nochmal das volle Repertoire an Steinen bereit. Also ich kann euch nicht garantieren, dass wenn ihr das hier in einem halben Jahr fahrt, dass das dann noch so aussieht, weil die sind hier echt an allen Ecken und Enden mit den schweren Geräten am Malochen. Und ich glaube, früher oder später wird das hier alles asphaltiert sein. Immerhin gibt es zu jeder Baustelle einen richtig schönen Ausblick dazu. Da wartet man gerne mal ein paar Minuten und guckt sich die Arbeit und die Landschaft an. Ah, es geht weiter. Die Straße bleibt auf den nächsten Kilometern ein Baustellenfeld mit losen Steinen, die mit den Zweirädern eine gewisse Konzentration erfordern, um stabil darüber zu kommen. Unsere Reifen Heidenau K60 Scout und Ranger bahnen sich ihren Weg durch die kleinen Brocken. Immer schön die freundlichen Bauarbeiter grüßen. Moinsen, Servus, Grüß Gott.
Und wilde Hunde gehören zu einem klassischen Fahrtag durch Albanien natürlich auch dazu. Oh, geh weg! Lass mich in Ruhe! Ach, nee. Ah, schnell Gas geben. Ich konnte das nur gar nicht haben, dass der die ganze Zeit so richtig nah an mir herum. Und ich habe bei dir schon gesehen, dass der echt nah kam. Weil dann kam der andere noch von der anderen Seite. Ja, und ich habe nur gesehen, wie du dann auf einmal am Rumstrampeln warst. Oh je, ey. Also ich war jetzt froh, dass da die Kurve dann vorbei war und ich Gas geben konnte. Oh Mann, hier sollen wir jetzt vorbei? Ernsthaft? Die laden jetzt den Laster voll und dann können wir. Leute, die Freunde von Bob, der Baumeister sind, die haben hier ganz viel Freude. Ich erinnere mich da an den Sohn von einem Arbeitskollegen. Ich habe hier gleich Sauna unterm Helm. Da stehen die drunter unter solchen Dingern. Wenn dir davon einer auf den Helm fällt, bist du einfach sofort tot. Mhm. Die haben ja keinen Helm. Ja, stimmt. Bei uns haben die alle auch noch diese Bauhelme auf. Ich meine, das hilft dir im Falle eines Falls eines solchen Steins dann auch nicht mehr weiter. Da ist dein Genick einmal gebrochen und dein Kopf sitzt in deinem Körper drin. Nee, mit aber Helm. für die Kleinen. Stimmt, die haben wirklich immer einen Bauhelm auf. Und nix einfach, gar nichts haben die hier. Nicht mal Handschuhe an, ey. Manche haben sogar einfach Sandalen an oder so. Geht weiter. Wir sollen da jetzt unter dem Kran herfahren, oder? Oh, da fällt einfach noch so ein riesen Brocken vom LKW runter. Okay, wir können. Halt mal Abstand zu dem LKW-Karren. Und da sind Boah. gerade noch richtig fette... Ja. Okay. Das ist schon heavy, ey. Was ein Erlebnis hier. So wie so eine Führung durch den Tagebau in der Praktikum, Tag der offenen Tür, ey. Sollen wir dran vorbei, Ja, oder? würde ich mal machen. Lass uns mal, weil... Ja, guck mal, was da rechts da, wie das Zeug da liegt. Alter. Albanien ist immer wieder für Überraschungen gut. Und obwohl wir nun schon über eine Woche in diesem Land unterwegs sind, wundern wir uns täglich neu über die Lebensart der Menschen hier. Wirklich faszinierend, was es hier zu sehen und erleben gibt. Und nach einem Stück Straße sind wir jetzt hier wieder abgebogen auf so einen Schotterweg. Also der Tag heute gibt uns auf jeden Fall den letzten Staubrest, den wir vielleicht noch hätten gebrauchen können, um so richtig eingesaut zu sein. Bei dem ganzen Schotter, den wir hier gerade gefahren sind. So, jetzt wird es hier nochmal waldiger und dazu eigentlich eine Straße, die sich auch wirklich gut fahren lässt. Es sind ein paar Löcher drin, hier und da mal dicke Felsen, aber insgesamt ist das echt so ein Offroad-Tag, wo man auch ganz gut vorankommt, finde ich. Weiter voran führt der Track an Bergen aus Schieferplatten mit weitem Blick in das Tal links des Weges. Da lohnt es sich, mal zwischendurch anzuhalten und einen Blick hineinschweifen zu lassen. Aber nicht zu lang, es liegt noch einiges vor uns. Auf den letzten 30 Kilometern geht es hier nochmal ab von der mittelgroßen Schotterstraße auf eine etwas kleinere,
rein in den Berg und hier ist auch sofort eine andere Straßenqualität zu finden. Sprich, es gibt doch noch mal ein paar Löcher mit Wasser drin und ein bisschen schlammiger ist das Ganze. Also ich glaube, an dieser Stelle wird es auch tricky, wenn es vorher viel geregnet hat. Trotz dass es jetzt die letzten Tage doch trocken war, ist es hier an einigen Stellen schlammig und halt sehr, sehr sandig. Von daher nicht zu unterschätzen, die letzten 30 Kilometer. Aber landschaftlich dafür natürlich noch mal ein bisschen schroffer und karger. Da wird einem noch mal ein bisschen Abgelegenheit gegeben. Und ich dachte, es wäre jetzt quasi schon irgendwie Endspurt und es wird entspannt, weil man gerade in so einen etwas bewohnteren Bereich reinfuhr. Und dann ging es aber rechts ab, um dann noch mal hier hoch zu fahren in den Berg rein. Fahren, alles wieder zurück. Also ich wundere mich hier auch am letzten Tag noch, was es hier für Wege gibt oder was hier als Weg deklariert ist. Dass man dann wirklich denkt, nee, es geht hier den großen Weg lang. Aber nein, dann sieht man ist falsch. Es ging doch dieses kleine Päckchen durch irgendwelche Büsche durch. Und immer wieder fährt man über so Flussläufe, die hier die Straße queren, wie hier. Das ist echt auch nochmal was ganz Schönes, finde ich. Oh, jetzt wird's steinig, sehe ich gerade. Schiefernplatten. Wenn Spurrille auf Wasser trifft, wird's rutschig. Nicht zu unterschätzen, diese Straße. Auch wenn es gerade trocken ist, das Restwasser vergangener Regenfälle hinterlässt seine Spuren. Und dazu kommen immer mehr Höhe, Abgelegenheit und Schroffheit. Was eine Piste hier. Das ist schon special. Boah, aber ich glaube, hier fahren keine Autos mehr, oder? Obwohl, da sind diese Reifenspuren. Boah, hier denkt man echt, dass es jeden Moment sein kann, dass die Straße einfach aufhört und man tief bergab in den Berg runterfährt oder irgendwie ins Tal, ne? Ja. Boah, hier wird es ja auch noch rutschig. Wow, was eine geile Strecke, ey. Mega, ne? Da gibt der letzte Tag nochmal alles. Ja. Boah, und ich dachte schon vorhin, der wäre vorbei. Ja. Jedes Mal war die Überraschung doch noch mal am Ende und auch hier ist es ja, so. Ist echt so, ne? Also ihr könnt euch immer noch auf den Schluss freuen. Wir haben aber auch noch 19 Kilometer. Und was dann kommt, weiß man ja auch noch nicht, ne? Uiuiui. Ah, Felsen. Ja, genau in dem Moment hat man irgendwas Dickes unter Motorschutz kleben. Ja, Wahnsinn, echt. Hammerkrass. Zu schade für die Albaner, dass die selber gar nicht so viel Motorrad fahren. Also zumindest, dass die wenigsten so ein Motorrad haben, mit dem die das hier in ihrem eigenen Land mal so genießen können, ne? Ja, die machen halt alle mit dem Roller. Wow, das ist ein Ding hier. Das ist irgendwie verrückt, ne? Die Albaner geben viel Geld aus, um ihre Straßen zu verbessern und wir Deutschen geben viel Geld aus, um nach Albanien zu fahren und auf deren schlechten Straßen Motorrad zu fahren. Verrückte Welt. So Freunde, einsteigen, mitfahren, eine Runde geht noch hier. Einmal durch die albanische Wildnis mit der Raupe, die auch fast gar nicht verrostet ist. Julian, wie wär's? Einmal mitfahren? Dann gib mal Gas. Hup, hup. Ja. Wir wechseln dann jetzt das Fahrzeug. Herbert, es war nett mit dir. Ich wechsle jetzt auf Rostine Rosine. Ja, ich glaube, es geht noch was. Wir kriegen gleich Besuch von Hunden, Julian. Lass uns mal los. Schnell weg, der Hund. Wir müssen los. Ciao. In der zweiten Tageshälfte erfordert die Piste Schwindelfreiheit. Der schmale Pfad entlang der steilen Felswand zur einen und ca. 200 Meter senkrecht in die Tiefe fallendem Abhang zur anderen Seite, durchzogen von kleinen Bächen, fordert nochmal all unser Fahrkönnen, was wir in den letzten Tagen zum Glück verbessern konnten. Und das wird belohnt. Yay! Voll schön hier!
bestanden. Ein Tag ohne Hinfallen, dafür mit vielen landschaftlich wunderschönen Strecken und Begegnungen in Albanien, die uns schon die ganzen letzten Tage immer wieder begeistert haben. Auch hier merken wir wieder, die Straßenverhältnisse sind sicherheitstechnisch wirklich völlig anders als bei uns in Deutschland. So ein Flussübergang einfach komplett ohne irgendein Geländer. Also man kann hier bis tief unten in die Schlucht hineingucken und auch fallen, falls man sich hier von der Fahrbahn entfernt. Albanien ist wirklich ein Abenteuerland, was wir sehr, sehr schätzen gelernt haben. Diese Gegend um den Langarica Canyon ist bekannt als Naturattraktion mit spektakulären Felswänden, dem gesegneten Fluss und Thermalquellen. So, die letzten 700 Meter von, jetzt geht es hier gerade aber nochmal richtig ab, von den ersten 145 sind hier jetzt und ihr habt hier dann die Möglichkeit, euch einzustellen, wie ihr den Tag beenden wollt, ob bei Hard Plus, ob Hard oder über Straße. Hier könnt ihr auch euer Zelt aufschlagen, wenn ihr wollt. Also hier sind hier Dortmunder, also ein paar Deutsche sind hier auch anzutreffen. Wir entschließen uns jetzt über Straße weiterzufahren, denn wir sind bis jetzt eigentlich, man ist wirklich fast nur Offroad gefahren. Die Wahl, die letzten Kilometer über Asphalt zu fahren, stellt sich schnell als eine gute heraus, denn die Straße macht auch hier richtig Spaß. Und der herannahende Regen hat uns die Entscheidung leicht gemacht, an dieser Stelle nicht doch noch Offroad die Hard Plus Variante zu fahren. All der Schweiß der letzten Tage hat sich ausgezahlt. Wir haben viel erlebt und unser Durst nach Abenteuer ist erstmal gestillt. Wir sind immer unserem Gefühl gefolgt, haben Pausen gemacht, wenn wir es brauchten und gekämpft, wenn es hart war, weiterzufahren. Eine dickköpfige Kuh versucht auf den letzten Metern auf stoische Art und Weise unsere Weiterfahrt zu sabotieren, aber auch dieses letzte Hindernis kann uns nicht aufhalten. Am Ende kommen wir gesund und mit heilen Motorrädern am Ziel an. So, wir sind an der Destillerie angekommen, haben mit Glück auch noch ein Zimmer gekriegt, was nicht so selbstverständlich ist. Und ich habe nicht reserviert. Gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das Ganze von innen an. Die Melesin-Brennerei liegt auf 900 Metern über dem Meeresspiegel, eingebettet in die Epirberge und ist mit ihrem edel anmutenden Interieur ein krasser Kontrast zu den restlichen Häusern des Bezirks Colonie. Vorbei an der Bar. Das historische Gebäude heißt uns mit einem Blick auf die handwerkliche Destillationsanlage willkommen. Ein handgefertigtes Meisterwerk aus Kupfer, das von einem führenden Unternehmen aus Siena, Italien, für Leskovic maßgeschneidert wurde. Manche der Tanks stammen sogar aus Deutschland. Hier gibt es ausgewählte Gin-Sorten und lokale Delikatessen. Wow, sehr schön. Also das ist natürlich mega luxuriös hier. Was für ein stylisches Badezimmer. Und zur Feier des Tages wird uns zu Ehren noch ein Volksfest aufgeführt. Ein Tanz mitten vor unserem Fenster mit Live-Musik. Was gibt's Schöneres für einen letzten Tag auf den Adventure Country Tracks? Damit vereint der Tag zum Schluss nochmal alle guten Dinge einer Motorrad-Abenteuerreise. Aus wilden Strecken, tierischen Überraschungen, Baustellen-Vibes und kulturellem Gehalt. Jo Leute, damit gehen die Adventure Country Tracks nun also zu Ende. Der letzte Tag liegt hinter uns und die letzte Nacht jetzt auch. Wir frühstücken jetzt hier noch in dem Melesin Hotel. Also das waren gestern 150 Kilometer, über 150 Kilometer, glaube ich sogar, pure Offroad-Strecke. Also wirklich ein abenteuerlicher Tag. Und ja, hier dieses Hotel, das ist auch wirklich eine ganz super gute Ankunftslocation. Einfach um nochmal eine gute Zeit hier zu haben in Albanien. Da findet man in allen Etappen auch
gute Orte, um zu nächtigen, vor allen Dingen für den Preis. Jedes Mal wieder überrascht. Absolut mega und total empfehlenswert. Albanien hat mich komplett überzeugt. Land und Leute, das Essen. Ich habe selten so gut gegessen wie in diesem Land. #Vergäse. Macht einfach super viel Spaß. Der Kaffee wird kalt. Ja. Wir müssen jetzt hier frühstücken. Anschließend ging es über die Grenze nach Griechenland. Dort wurden wir magnetisch angezogen vom Meer, in dessen Nähe das Zelt einen Platz in der Sonne fand. Ein guter griechischer Wein und der Kinofilm namens Sonnenuntergang kann beim Soundtrack Wellenrauschen genossen werden. Auf euch! Apropos genießen. Das ist jetzt hier typisch griechisch Moussaka mit Auberginen und anderem Gemüse drin. Und dazu gibt es Tzatziki. Nach den abenteuerlichen und erlebnisreichen letzten Tagen sehnen wir uns nach Ruhe. Und die gibt uns die Zeit an diesem naturnahen Ort absolut. Etwas mehr als die Hälfte des Weges der Reise liegt nun hinter uns. Zeit, mal tiefer in einen Ort einzutauchen. Scheiße, ist das cool im Meer. Always look on the bright side of life. Ja, das ist wirklich ein paradiesisches Fleckchen Erde zum Verweilen und die Seele baumeln zu lassen hier. Nach ein paar Tagen in Griechenland trennen wir uns vom Meer und brechen auf nach Nordmazedonien. Der Rückweg nach Hause liegt vor uns. Das sind immerhin auch nochmal 2800 Kilometer und 4 Länder, die wir da vor uns haben. Die fahren wir allerdings in lediglich noch 5 Tagen und mit weniger filmerischem Aufwand. Manchmal ist es einfach schön, einfach nur Motorrad zu fahren, zu schweigen und das Gesehene wirken zu lassen. Ein Storch schaut aus luftiger Höhe auf uns nieder, während wir der Grenze immer näher kommen. Gähnende Leere lässt verheißen, das geht hier ganz schnell. Tschüss Serbien und willkommen in Nordmazedonien. Der Balkanstaat mit der Hauptstadt Skopje ist bekannt für seine Gebirgslandschaften und klare Seen wie dem Ohridsee, den ich einen Monat später auf einer anderen Reise besuchen werde. Neugierig mustern wir die Straßen dieses Landes, das wir beide zum ersten Mal besuchen. Als wir genug vom Fahren für heute haben, finden wir ein passendes Hotel in der Stadt Bitola, bei dem es auch ein richtig gutes Abendessen gibt und etwas weniger Erfreuliches. In diesem Hotelzimmer ist heute Nacht ein schlimmes Unglück passiert. Nachdem ich ja schon meinen Fuß verstaucht habe vom Anfang der Reise an, hat auch Julian heute Nacht bei einer völlig lapidaren Fortbewegungsaktion vom Bett zum Bad diese Stufe nicht gesehen und ist dramatisch gestürzt. Also man hat es knacken hören förmlich. Er ist ja auf seinen Zeh drauf gelaufen. Das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Daraufhin mussten wir medizinische Maßnahmen einleiten und das sah dann so aus. Nordmazedonien überrascht echt mit riesengroßen, weiten, grünen Flächen, obwohl das Land ja überhaupt nicht groß ist an sich von der Fläche her, aber diese weite Natur, wo ja so eine Unberührtheit rüberkommt, wenn man da durchfährt, das ist wirklich sehr, sehr beruhigend beim Fahren und ich genieße das hier gerade total, hier durchzufahren und zwischendurch immer wieder so richtig viele Blumen, also ganz bunt am Straßenrand. Hier diese lilanen, ich weiß nicht, was es für Blumen sind, aber das ist total hübsch. Nordmazedonien. Ein seriöser Reisetipp von uns, der alberne Stimmung aufkommen lässt. Meine Damen und Herren, werfen Sie jetzt einen Blick in die nordmazedonischen Alpen. Mit 1500 Metern
Höher über dem Meeresspiegel, seien Sie sich gewiss, ist dieser Blick einer, den Sie in Ihrem Leben niemals mehr vergessen werden. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei der Weiterreise und sage auf Wiedersehen und Zdrava. Oder wie man bei uns in Deutschland sagen würde, grüß dich. Ja mei, also gute Fahrt einmal. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord. Hier spricht der Kapitän der Luftfahrtbehörde. Nun ja, wie Sie sehen, wir befinden uns gerade im Anflug von New York. Die Stewardess wird Sie nun über die folgenden Sicherheitsvorkehrungen in Kenntnis setzen, damit wir im Falle einer harten Landung alle gewappnet sind. Ich gebe ab an die Stewardess. Ladies and gentlemen, welcome on board and let me introduce you to your swimming vests. Okay, thank you. Have a good flight and we are so glad that you're flying with us. Eine Schlange LKWs leitet uns den Weg zur Grenze nach Serbien. Ein hinkender Hund inmitten der Grenzprozedur. Sonst läuft alles problemlos. So lieben wir das. Schilder verkünden es nun ganz offiziell, wir sind in Serbien. Beide übrigens zum ersten Mal. Naja, öfter mal was Neues, ne Freunde? Vorbei an klapprigen Traktoren mit rostigem Anhänger und alten Autos wählen wir den Ort für die Nacht in Serbien. Die Zufahrt in die Tiefgarage ist zwar etwas gruselig, Okay, na dann. aber dafür das Hotelzimmer riesengroß. Ja. Ja, und nach so einem Tag ist bei mir dann auch schon wieder vorbei mit Ernsthaftigkeit. Herzlich willkommen hier in Serbien aus dem 4-Sterne-Hotel von Stadt, dessen Name ich gerade nicht weiß. Hier findet soeben die allabendliche Datensicherung mit verschiedenen Kassenbons, die alle hier abfotografiert und online in iCloud hochgeladen werden, damit sie für immer für die Steuer, für die deutsche Bürokratie festgehalten werden. Nun, das ist normaler Arbeitsalltag von mir. Ich Influencer. Es ist wunderschönes Leben. Leute, man hat keine Verpflichtungen. Nur abends bis um 9 Uhr, nachdem man schon 500 Kilometer über Land gefahren ist, durch verschiedene Länder, 9 Stück an der Zahl in den letzten 20 Tagen, hat man sonst nichts zu tun, ne? Ist das schöne Leben von Influencer. Alle werden Influencer. Ist mein Tipp an heutige Jugend, weil ihr wollt nichts zu tun haben, den ganzen Tag nur Eier schaukeln lassen. Macht ihr Influencer. Ist wie eine Krankheit, hört sich an, finde ich. Ist auch ein bisschen so vielleicht, ne? Apropos krank, Julians C wechselt mittlerweile die Farbe. Und wir am nächsten Tag auch schon wieder das Land. So Leute, Tag 2 hier durch Serbien hat uns wirklich nochmal eine andere Seite von diesem Land gezeigt. Und wir sind ja jetzt wirklich einmal komplett durchgefahren. Die größte Freude wartet am Schluss auf uns, als wir an dieser ellenlangen Schlange aus LKWs einfach vorbeifahren dürfen, bin ich ja so froh, dass ich da nicht irgendwo zwischenstehe und warten muss. Insgesamt laufen die Grenzübergänge der Länder, die wir auf dem Rückweg durchfahren, super gut und echt schnell. Und so sind wir auch schon wieder zurück in Kroatien. Diesmal fahren wir nicht am Meer entlang wie auf dem Hinweg, sondern nehmen den kürzesten Weg nach Slowenien durchs Landesinnere. Das feine Gebäck lassen wir uns natürlich auch bei dieser kurzen Stippvisite nicht entgehen. Übernachtet wird in einem etwas abseits gelegenen Hotel nahe der Stadt Osijek. Die Störche auf den Masten werden häufiger, die Kilometer bis nach Hause weniger. Eine Grenze später befinden wir uns auf slowenischem Grund. Genauer gesagt in der Gemeinde Kamnik. Hier steigt nach einem heftigen Regenschauer mystischer Nebel aus den dunkelgrünen Hügeln. Nach einem Tag auf dem Bike vertrete ich mir hier die Beine.
Und hier in Slowenien haben wir noch einen absoluten Tipp für euch, wenn ihr noch eine Unterkunft braucht. Das Haus hier ist über 100 Jahre alt und man hat es renoviert und ist super nett hergerechnet. Es gibt sogar einen Jacuzzi unten, den ihr kostenfrei nutzen könnt, in der Nähe von Kamnik. Und das Ganze für 75 € für eine Nacht. Und wenn ihr noch ein Frühstück dazu wollt, dann kriegt ihr das auch noch für 8 € pro Person. Kinder winken vom Straßenrand. Wolken verdunkeln den Himmel und Pferde behindern die Weiterfahrt, als es am darauffolgenden Tag ins nächste Land geht. Hey! Na ihr? Oh je. Ui. Boah, was für Oschis, ey. Einen Tunnel später erstreckt sich der Grenzübergang zur Republik Österreich vor uns. In Kärnten liegt eine feuchte Kälte über dem Asphalt und der schlängelt sich mit Höhen und Tiefen durch die Felsen der Ostalpen. Schnee bedeckt die Gipfel der Berge und es ist genau das, was Reisen ausmacht. Das Erfahren des Wandels von Landschaft und Kulturen. Noch vor wenigen Tagen war Schwimmen im Meer angesagt, jetzt das Frieren mit Blick auf die weiße Kälte. Nichtsdestotrotz, Österreich ist immer eine Motorradtour wert. Was gegen Kälte beim Fahren hilft? Pause machen mit Bewegung, auch wenn die bisweilen ein bisschen plemplem aussieht. Aber Schiedegol, Hauptsache es wird mal wieder ein bisschen wärmer. Julian, ein Auto kommt. Nein, weg von der Straße. Es ist so kalt hier in Österreich, ich merke meine Finger nicht mehr. Aber das macht nichts, denn wir fahren einfach trotzdem noch 400 Kilometer hier lang. Die letzte Nacht der Reise verbringen wir in München, von wo aus es noch finale 700 Kilometer nach Hause sind. Jo Leute, und am Ende einer Reise kommt immer dasselbe, nämlich die Motorräder zu waschen. Wir haben jetzt in den 24 Tagen, die wir unterwegs waren im Balkan, 9 Länder gesehen und 6.300 Kilometer zurückgelegt. Damit hat die Afrika Twin, die ich ja im April 2025 bekommen habe, Ende Mai 2025 schon über 8.000 Kilometer auf dem Tacho. Wir haben von dieser Reise echt viel mitgebracht. Zum einen ganz viele schöne Erinnerungen an die Länder, in denen wir waren. Wirklich eine richtig geile Reise, was auch die fahrerischen Routen betrifft. Was wir mitgebracht haben außerdem ist eine Kirschmarmelade aus Griechenland. Die haben wir nämlich kennengelernt in Albanien. Da wurde uns das beim Frühstück kredenzt und in Griechenland haben wir das dann im Shop gefunden mit so ganzen Kirschen. Ich kannte das gar nicht. Ist natürlich völlig überzuckert, aber sehr, sehr lecker. Ansonsten einfach super viele schöne Begegnungen mit den Menschen. In Griechenland hatten wir das zum Beispiel, da waren wir morgens frühstücken und haben uns in der Bäckerei ein paar Teilchen geholt, haben uns dann vorne auf die Stühle gesetzt und dann kam die gute Verkäuferin einfach plötzlich von drinnen raus und brachte uns dann noch 2 Brötchen, wo sie meinte, das müssen Sie auch mal probieren. Einfach so. Ja Leute, schön, dass ihr zugeschaut habt bis zum Ende und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.